Einen wundervollen guten Tag. Willkommen endlich mal wieder zu einer Reaction, die ihr euch schon 4-mal von mir gewünscht habt. Und das, obwohl ich so lange keine Reaction gemacht habe. Es geht um Putins Bären. Eine Doku von SWR und soweit ich das mitbekommen habe, auch Simplicissimus. Putins Bären, ich bin mir relativ sicher, dass das auf Fancy Bear, also die Hackergruppe Fancy Bear, zutrifft. Und tatsächlich ist das eine der gefährlichsten Hackergruppen weltweit. Vor allem, weil sie einfach staatliche Hacker sind. Das heißt, also deswegen auch Putins Bären wahrscheinlich, weil sie sehr, sehr enge Verbindungen zum GRU haben, also zum russischen Geheimdienst, wenn man so möchte. Und dort quasi die Hacker sind, die die ganzen Angriffe durchführen. Also zumindest ist das, was man aktuell annimmt. Man weiß ja immer relativ wenig und es ist auch super schwer, eine genaue Verbindung zuzuordnen. Aber es gibt einige Hinweise. Und natürlich, wir haben jetzt gerade erst einen riesigen Leak gehabt über chinesische staatliche Hacker. Zu dem werde ich ein separates Video machen. Aber im Grunde genommen vielleicht noch ganz kurz zu Reactions. Das Format hier ist eigentlich was mich groß gemacht hat auf dem anderen Kanal. Ich habe das jetzt hierher umgezogen, weil ich der Meinung bin, dass es seinen eigenen Kanal haben sollte und ich eigentlich auch gerne wieder mehr machen möchte. Das heißt, in Zukunft gilt, wenn ihr solche geilen Videos für mich habt oder irgendwo eine Reaction drauf wollt, dann schreibt ihr mir das, dann schickt ihr mir das und dann mache ich da eine Reaction dazu, wenn ich das kann und darf. Ich bin mir hier bei dem Video noch nicht sicher, ob ich das tatsächlich darf. Falls ich das nicht darf, ist es sehr schade, weil das Video geht unfassbar lange. Aber ja, wir werden irgendwo einen Weg finden, euch das Ganze zukommen zu lassen. Und genau, erstmal ganz kurz zu Fancy Bear, also so ein paar Eckdaten, damit ihr so ein paar Key Facts habt. Und zwar, abgesehen von der sehr engen Verbindung zum russischen Geheimdienst, also GRU, sind die Ziele dementsprechend auch ein bisschen was anderes. Also das ist das Geile bei staatlichen Hackern, die sind nicht finanziell motiviert, die werden bezahlt. Das heißt, die müssen keine Einnahmen generieren. Und wenn du einem Hacker sagst, ey yo, du musst keine Einnahmen generieren, dann ist der richtig glücklich, weil es ist sehr, sehr schwer, immer Geld zu generieren. Ich meine, wenn man Informationen klaut, dann muss man da erstmal draus Geld schlagen. Normalerweise Erpressung oder sowas. Aber staatliche Hacker wollen meistens gar nicht erkannt werden. Dementsprechend, die wollen sich da so reinschleichen und dann da ein bisschen Informationen abziehen und Geld ist eigentlich gar nicht so relevant. Während Hacker, die auf Geld aus sind, die müssen ja immer irgendwie schauen, dass sie Ransomware drauf machen und Leute erpressen. Die müssen schauen, dass sie Informationen irgendwie anders zu Geld machen, zum Beispiel Daten auch im Darknet verkaufen. Und wie ihr wisst, die Daten sind nicht mehr viel wert, leider. Zum Glück. Wie auch immer. Also auf jeden Fall ist es nicht mehr so einfach, Geld aus Hacks zu machen und deswegen sind auch häufig staatliche Hacker halt einfach in einer viel, viel besseren Situation. Die müssen kein Geld machen, die haben eine richtig große Infrastruktur, können alles Mögliche machen, was sie wollen, jemand anders bezahlt dafür. Deswegen sind aber solche Hacker natürlich auch besonders gefährlich. Und ja, das macht Fancy Bear zu einer der gefährlichsten Gruppen, weil Russland schon auch ordentlich Geld für Hacker ausgibt. Und China, wie wir noch sehen werden, dann, wenn ich das Video endlich machen kann. Genau. Aber dementsprechend ändern sich, wie gesagt, auch die Ziele. Das heißt, der Bundestag zum Beispiel wurde von Fancy Bear angegriffen und es gab noch so ein paar andere Angriffe, die alle so ein bisschen erstaunt haben. Also es gab wirklich, wirklich viele. Sie haben probiert, Wahlen zu manipulieren. Wie erfolgreich sie damit waren, werden sie, glaube ich, in der Doku wahrscheinlich klären. Es wurden einige, die World Anti-Doping Agency wurde gebreached von Fancy Bear oder von vermutlich Fancy Bear. Man muss immer vermutlich dazu sagen, es ist schwer, das Ganze zu attributieren. Also es sind schon andere Ziele, jetzt keine Firmen, sondern eigentlich meistens staatliche Organisationen. Fun Fact an der Stelle vielleicht: Lockbit hat jetzt auch angekündigt, wieder viel, viel mehr auf staatliche Institutionen zu gehen, weil das FBI oder Polizei insgesamt 2 Leute festgenommen hatte und die restlichen Member von Lockbit haben halt gesagt, ey yo, wir sind faul geworden, aber jetzt gehen wir direkt auf FBI und Co. drauf. Also da gibt es immer mal wieder so kleine Sticheleien. Ich habe das Statement durchgelesen von Lockbit, das war sehr interessant. Gab übrigens ein Reel dazu. Das heißt, schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Aber egal, wir machen jetzt mal hier Fancy Bear. Fancy Bear, wie gesagt, eine sehr gefährliche Gruppe. Ich bin sehr gespannt, um was es geht. Also, um was es detailmäßig geht. Nach dem Hackerangriff auf den Bundestag bemüht sich die Verwaltung des Parlaments um Aufklärung. Wie kann das eigentlich sein? Hacker beschaffen sich Informationen und beeinflussen dann eine Wahl. And Mexico will pay for the wall. Und alle dachten, was passiert jetzt? Da könnte was kommen. Und da kommt genau das Gleiche wie in den USA. Все равно.
Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, war meine Überraschung eher, dass die Deutschen nicht gemerkt haben. Geil, ja. Prolog. Okay, gut. Die Bären. Dass wir es gemerkt haben. Ja, Es waren einmal 5. ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wie lange wir gebraucht haben, bis wir es gemerkt haben. Also sie haben es auf jeden Fall reingeschafft in den Bundestag, aber ich glaube, er hat jetzt gerade hier die Wahlmanipulation gemeint, weil bei uns haben sie es probiert, wie gesagt. In Frankreich haben sie es auch probiert, soweit ich mich erinnere. Und in anderen Ländern haben sie es auch probiert. In den USA, jetzt lasst mich nachdenken. In den USA wurde auch ein Wahlkomitee oder sowas gehackt, wenn ich mich da richtig erinnere. Ich meine, das war Fancy Bear, ziemlich sicher sogar. Das ist ja aber schon. Wie viel haben wir? Das ist schon eine Weile her. 24, das war nicht bei der. Nee, das war bei der Trump-Wahl. Müsste dann 2016 gewesen sein. Habe ich richtig gerechnet? Müsste 2016 gewesen sein, irgend so ein Wahlkomitee. Dementsprechend, weiß nicht genau, auf was er sich gerade bezogen hat, aber ja. Die lebten alle in Russland. Sie waren alle ganz unterschiedlich in den Dingen, die sie mochten und taten. Süß. Doch eine Gemeinsamkeit hatten sie. Sie waren alle ganz schön gefährlich. Da war der schicke Bär, elegant, gewandt und hinterlistig. Der faule Bär, der es sich gerne in den Heimen anderer bequem machte, um dort auf sie zu warten. Der Berserkerbär, der sich sehr für Energie in all ihren Formen interessierte und was man mit ihr anstellen kann. Okay. Welche Richtung geht das? Der Voodoo-Bär, der eine ganze Palette an dunklen Künsten beherrschte. Und nicht zuletzt der giftige Bär, mit dem wirklich nicht zu spaßen war. Sie alle waren unerschrockene Kämpfer, gemeine Kreaturen, die die Welt in Angst und Schrecken versetzten. Selbst in den entferntesten Ländern kannte und fürchtete man sie. Noch eines haben all diese Bären gemeinsam. Sie sind Metaphern, Spitznamen. Für Spezialeinheiten russischer Geheimdienste. Also tatsächlich. In diesen Einheiten arbeiten Hacker. Die wohl gefährlichsten der Welt. Sie haben unterschiedliche Aufgaben. Spionieren, bloßstellen, verwüsten. Sie sind nicht nur eine Bedrohung für Computer oder Netzwerke. Sie sind eine Gefahr für westliche Demokratie. Sie sind ein Werkzeug der Destabilisierung, der psychologischen Kriegsführung, der politischen Manipulation. Sie haben es schon bis in den Bundestag geschafft. In die E-Mail-Postfächer der Abgeordneten unseres Landes. Sie haben Donald Trump in seinem Wahlkampf 2016 mit aller Macht unter die Arme gepackt. Sie reisen um die Welt im Interesse des Regimes von Wladimir Putin. Und sie spielen seit Jahren eine wichtige Rolle in Russlands brutalem Krieg gegen die Ukraine. Diese Dokumentation zeigt, wer diese Hacker sind, wie sie operieren und wie wir uns vor ihnen schützen können. Alter, das ist geil gemacht, ey. Das ist so gut gemacht, ey. Oh mein Gott. Ich bin echt gespannt, ob Simplicissimus es quasi nur in der ARD-Mediathek veröffentlichen Kapitel darf. 1. Die E-Mail. Wahnsinn. Diese Geschichte. Ja, vielleicht ganz kurz zu die E-Mail. Also tatsächlich, auch Fancy Bear hat hauptsächlich und im allerersten Schritt, also klar, Social Engineering
ist eigentlich der zweite Schritt. Erster Schritt ist grundsätzlich immer Reconnaissance. Also nicht Schritt 1 die E-Mail, sondern Schritt 1 ist immer Reconnaissance. Reconnaissance bezeichnet den Angriffspunkt finden. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn man einen Angriff durchführt, also einen Hackerangriff durchführen möchte, muss man erstmal irgendwie dahin kommen, dass man einen Angriffspunkt hat. Ja, klar, sonst kann man es nicht angreifen. Also dieser Mythos, ey, yo, ich krieg ein Handy von irgendjemandem oder ich habe eine Handynummer von irgendjemandem und damit kann ich den dann komplett hacken, ist Käse. Das macht einfach keinen Sinn. Während wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Handynummer habe, dann kann ich demjenigen Phishing schreiben. Also zum Beispiel eine SMS, die Malware runterlädt. Oder eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht, gab es mal teilweise einen Exploit, eine WhatsApp-Nachricht, die dann automatisch das komplette Handy hijackt, ja. Das sind aber sehr seltene Exploits und funktionieren sehr kurz oftmals nur, weil sie dann natürlich direkt von WhatsApp repariert werden. Und so ist es dann sehr, sehr schwer, eigentlich sowas zu übernehmen. Aber am Anfang muss ich immer irgendwas haben. Ich muss einen Anfangspunkt haben, um dahin zu kommen. Und in den meisten Fällen ist es halt am einfachsten über E-Mail, weil jeder hat einfach irgendwo eine öffentliche E-Mail. Gerade so offizielle Leute wie die vom Bundestag. Ihr findet meine E-Mail-Adresse in jedem Impressum und ich muss die E-Mails halt auch einfach anklicken und angucken. So, und wenn ich dann eben vielleicht nicht perfekt geschult bin, dann kann man darüber am leichtesten reinkommen. Sprich, der einfachste, aber halt meistens auch der Angriffspunkt, der am wenigsten wert ist, ist halt eine E-Mail. Eine Handynummer ist ein bisschen besser, weil man über WhatsApp zum Beispiel schon einen relativ persönlichen Kontakt hat. Phishing über WhatsApp ist noch nicht so normal. Und wenn man es gut anstellt und sich zum Beispiel als Mitarbeiter ausgibt und sagt, hey, ich habe eine neue Nummer, also nehmen wir mal an, mich möchte jemand phischen, ja? Und er kennt mich, er hat meine Telefonnummer und er hat vielleicht auch rausgefunden, wie mein Cutter heißt, ja? So, dann holt er sich einfach mit meiner Telefonnummer, schreibt er mich auf, sagen wir mal, WhatsApp an. Was keinen Sinn macht, er will nicht mit WhatsApp arbeiten, mein Cutter und ich, deswegen ist es, ja, wir sind da abgesichert. Aber rein theoretisch, wenn wir über WhatsApp schreiben würden, dann könnte der sagen, ey, yo, hier ist dein Cutter, meine neue Nummer. So, ich musste meine Nummer ändern, war ein bisschen doof, ich habe mein Handy verloren, bla bla bla. Und dann sage ich, ja, okay, alles gut, kannst du bitte hier nochmal ganz kurz schauen, kannst du das nochmal schneiden, irgendwie sowas. Und dann schickt er mir irgendwelche Dateien und ich lade mir die runter, weil ich erwarte ja von meinem Cutter irgendwelche Dateien und ich lade mir die runter, schaue mir die an und boom, Virus, ja. So funktioniert gutes Social Engineering, also nicht das, was man irgendwie ständig in den E-Mail-Postfächern erwartet, aber dazu muss ich eben diesen Schritt 1, den darf ich nicht skippen. Reconnaissance ist wichtig. Ihr müsst wissen, was genau mache ich, also quasi, was ist mein Beruf, ja, ich bin hier auf YouTube tätig, also habe ich einen Cutter vielleicht und der schreibt mit mir irgendwie, der arbeitet nicht mit mir vor Ort, weil wir einfach remote arbeiten, der arbeitet immer bei sich zu Hause, ich arbeite immer bei mir zu Hause, also ist vielleicht die Remote-Kommunikation zwischen meinem Cutter und mir ein potenzieller Angriffspunkt. Ist sie bei uns nicht, weil wir nicht über WhatsApp schreiben, aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. So, aber das ist so dieser erste Schritt, der wird ganz gerne vergessen, ohne den kann man eigentlich gar nichts machen. Und diese Information zu bekommen, ist oftmals sehr, sehr schwer, weil man wirklich alles über diese Person haben muss. Und das ist quasi der Vorschritt vor der E-Mail. Man kann natürlich auch direkt einfach die E-Mail nehmen und einfach irgendwelche Sachen reinschreiben und hoffen, dass irgendjemand draufklickt, aber die meisten Menschen sind mittlerweile, würde ich sagen, geschult genug, dass das nicht mehr passiert, hoffentlich. Ja, aber einmal ganz kurz zu Doku. Oh mein Gott, ist die krass gemacht. Also die Jungs von Simplicissimus und das ganze Team von Simplicissimus, muss man ja eigentlich sagen, die sind halt wirklich Next Level mittlerweile. Das ist nicht mehr YouTube, das ist insane. Beginnt mit diesem Strich über dem E. Und mit Claudia Haidt. Sie arbeitet damals in Berlin als Mitarbeiterin einer Abgeordneten im Bundestag. Ja, mein Büro ist unter den Linden 50. Es hört sich schön an. Vor meinem Fenster sind allerdings Birken und keine Linden. Aber es ist eigentlich ein sehr schönes Büro in der Nähe des Bundestages. Von meinem Büro aus blicke ich mitten in einen schönen Innenhof, auf den sowohl schöne Birken sind, als auch ein Kunstwerk, das eine Sonne mit einem Sonnenstrahl symbolisiert. Es ist der 8. Mai 2015. Ein warmer Freitag im Frühling. Das Wochenende steht vor der Tür. Ja, ich versuche eine E-Mail zu schreiben an René. Wir müssen zusammen einen Ausschuss vorbereiten. Ich schreibe ihm und stelle fest, ich kann das Accent d'aigu über René nicht setzen.
Und da es ihm aber sehr wichtig ist, schreibe ich nicht einfach weiter, sondern versuche erstmal herauszufinden, Word schließen, öffnen, ändert sich nichts. René hat immer noch keinen Akzent über seinem E. Ich lasse den Computer runterfahren, wieder hochfahren. René hat immer noch keinen Akzent über dem E. In dem Moment brauche ich Hilfe. Der Bundestag hat eine eigene interne Service-Hotline für solche Fälle. Und bevor jetzt irgendwie, also ich meine, das ist ja, ne, sie hat schon mal die besten Schritte gemacht. Und ich finde das auch super wichtig, gerade wenn man irgendwie Leuten, die gehackt wird, wenn man denen helfen möchte, dann sollte man auf keinen Fall irgendwie mit Shaming kommen. Also sowas wie, ey, die sind einfach zu doof oder sowas. Ja? Das habe ich in meinen Kommentaren schon ein paar Mal jetzt gelesen. Das lösche ich auch jedes Mal raus, weil ich das einfach nicht in Ordnung finde. So, ich meine, ich will auch nicht geschämt werden, wenn ich zum Arzt gehe und nicht weiß, was eine Pneumonie ist. Ja? Ich will nicht irgendwie zum Bau gehen und nicht wissen, wie man, oder dafür geschämt werden, dass ich nicht weiß, wie man richtig Tapeten aufhängt. Ne? Ich werde ja regelmäßig geschämt für die Tapeten da hinten. Ihr seht die vielleicht. Die sind nicht gut. Ich habe die aber nicht selber aufgebaut. Das war jemand Professionelles, bevor ich hier eingezogen bin übrigens. Ganz kurz dazu. Ja, da kann ich gar nichts für. Aber grundsätzlich, ihr versteht, denke ich, was ich meine. Wenn Leute nicht vom Fach sind und sich Hilfe holen, nachdem sie schon die essentiellen Schritte selber durchgeführt haben, ey, das ist doch super. Will ich einmal ganz kurz hier stehen lassen. Die 117. Ich rufe an, bitte um Unterstützung. Ich bekomme den freundlichen Hinweis, ich könnte den Computer hoch und runter fahren. Mein Hinweis habe ich schon gemacht. Ich versuche darauf hinzuweisen, ich vermute, da ist ein Trojaner drauf, wenn die Tastaturbelegung ohne irgendeinen äußeren Anlass sich plötzlich verändert, muss etwas passiert sein. Wurde dann beruhigt. Nein, Sie können ja auch über die Sonderzeichen Akzent über das E setzen. Das war der Moment, da habe ich das Gespräch einfach abgebrochen. Damals wusste ich natürlich noch nicht, wie ernst die Lage wirklich ist. Das ist so geil gefilmt auch. Auf Claudias Computer ist tatsächlich ein Trojaner. Krass. Sie wurde gehackt. Doch Geil. nicht nur ihr Computer ist infiziert. Während sie mit der 117 telefoniert, befinden sich Hacker bereits tief in den Systemen des Bundestags. Sie arbeiten im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Putins Bären toben sich so richtig aus im Netzwerk der politischen Macht in Deutschland. Aber, also einmal ganz kurz vielleicht zum Richtigstellen, oder was heißt Richtigstellen? Also es ist schon richtig alles soweit. Aber zum vielleicht Klarstellen, es ist selten, dass man das daran einfach merkt, dass irgendwas kaputt ist oder dass es irgendwie, dass es so einen Glitch gibt, der irgendwie da nicht hingehört. Also sowas wie, hey, da ist übrigens ein Akzent, der nicht funktioniert. Das ist ungewöhnlich, dass man das überhaupt sehen kann, sag ich mal. Für gewöhnlich sieht man sowas nicht da dran. Also das ist normalerweise was man ja irgendwie nicht verändert von einem Rechner. Ich manipuliere ja normalerweise nicht die Tastaturtreiber, wenn ich irgendwie was verändere am Rechner. Aber nur dadurch geht das eigentlich kaputt. Jetzt will ich echt wissen, wie tief die tatsächlich drin waren. Krass. Das alles weiß Claudia Heid an diesem Freitag noch nicht. Damals bin ich einfach nur genervt. Acht Tage zuvor, am 30. April 2015, haben zahlreiche Abgeordnete und ihre Mitarbeiter eine E-Mail erhalten. Diese E-Mail sah so aus, als würde sie von den Vereinten Nationen kommen, von der UN. Und im Betreff stand was über die Ukraine und die Wirtschaftssituation in der Ukraine. Und das war ja damals 2015, ein Jahr nach der Annexion der Krim und sozusagen dem ersten Einmarsch Russlands in die Ukraine. Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. The Russian invasion of Ukraine. Die Situation in der Ukraine war damals schon ein sehr heißes politisches Thema. Dazu musste man auf dem Laufenden bleiben. Und wenn dann augenscheinlich die Vereinten Nationen etwas rumschicken, Claudia Heid und viele andere klicken drauf. Also ist auf jeden Fall Thunderbird, was wir hier sehen können, von der UI. Aber man sieht leider nicht, von wem es genau ist. Normalerweise, also ich habe es mir zumindest so eingerichtet, dass ich hier oben immer den konkreten Absender sehe. Also den Namen, den man sich gibt hinter einer E-Mail. Quasi, wenn ich euch schreibe, dann kann ich da selber eintragen, diese E-Mail stammt jetzt von The Morpheus oder The Morpheus Tutorials oder Cedric Mössner. Kann ich euch jeweils einschreiben, wie ich das möchte.
Während die E-Mail-Adresse selber, die kann man nicht ändern. Deswegen ist auch ein immer wichtiger Tipp, hier oben die E-Mail konkret anzugucken. Also, was ist da wirklich drin? Da gibt es aber auch einige richtig gemeine Fallstricke. Zum Beispiel, es gibt ein kyrillisches Zeichen, das A, das genauso aussieht wie unser A. Also, das kyrillische A ist eigentlich ein anderes Zeichen, sieht aber so aus, als wäre es unser A. Ja, das ist 1:1 quasi nicht unterscheidbar. Wenn man dann zum Beispiel Amazon mit einem kyrillischen A schreibt, zählt das als andere Domäne. Es zählt nicht mehr als Amazon, sprich, ich kann das registrieren. Aber jeder, der dann einmal liest, der wird da keinen Unterschied sehen. Und das ist halt super, super gefährlich. Da gibt es auch noch so ein paar andere Tricks, zum Beispiel I, also großgeschriebenes I und ein L, sehen relativ gleich aus, beziehungsweise quasi gleich aus, je nachdem, welche Schriftart man benutzt. Und ja, also das großgeschriebenes O und eine 0 ist halt kaum unterscheidbar. All das ist echt schwierig. Und das macht es dann teilweise doch wieder sehr, sehr schwer, das rauszufinden, was eigentlich echt ist und was nicht. Und vor allem, wenn man dann auf solche URLs klicken möchte und da steht einfach UN, ja, .org, aber hinten dran verbirgt sich halt zum Beispiel ein anderer Link, was hier wahrscheinlich der Fall sein wird, auch nicht einfach das rauszufinden. Und versucht das mal jemandem beizubringen, der nicht vom Fach ist. Weil nicht mal wir können noch sagen, was wir genau eigentlich haben wollen. Ich kann nicht meine ganzen Sponsoren, die per E-Mail vielleicht reinkommen, die ich überprüfen muss, nicht alle davon logischerweise sind echt, die wenigsten davon sind tatsächlich echt. Und manche schreiben, obwohl sie echt sind, über eine Gmail-Adresse. Ist super schwer. Und in dem Moment installiert sich eine Schadsoftware. Ganz heimlich, also man sieht das nicht, das taucht dann einfach in ihrem Computer auf und damit sind die Hacker dann auf ihrem Rechner und nicht nur auf ihrem Rechner, sie sind im Bundestagssystem. Ja. Und die wollen sich Administratorenrechte geben. Administratorenrechte bedeutet, du hast Schlüssel, um jede Tür zu öffnen. Also sie können sich dann Zugänge geben zu Bereichen, in die sie sonst nicht reinkommen würden. Also ich könnte euch das normalerweise so vorstellen, so ein komplexes System. Ich würde jetzt mal spontan raten, dass die LDAP benutzen, aber ich weiß es natürlich nicht. Also ich weiß nicht, wie der Bundestag seine Server administriert, aber der Administrator ist auch immer gleichzeitig derjenige, der sowas wie Zugangskarten ausstellt für digitale Güter. Das heißt zum Beispiel sowas, also sagen wir mal, ich bin der Administrator meiner Cloud. Ja? Ihr kennt das vielleicht, Google Drive Administrator, okay? Und ich administriere aber nicht nur mich, sondern ein ganzes Team. Dann kann ich als Administrator sagen, der Typ da bekommt Zugriff auf diesen Ordner, der Typ da bekommt Zugriff auf diesen Ordner und der hier bekommt Zugriff auf beide Ordner. Und ich habe aber noch Zugriff auf 20 andere Ordner, die gar nicht sehen können. Und das ist relativ interessant, weil wenn ich Administrator bin, dann kann ich einfach, also als Hacker Administrator werde, dann kann ich einfach zum Beispiel jedem Nutzer, der vielleicht noch gar nicht existiert, sprich ich kann erstmal einen neuen Nutzer anlegen, zum Beispiel für meine Hackerfreunde kann ich einen neuen Nutzer anlegen und kann denen dann die Rechte geben, auf alles zuzugreifen. Also ein Administrator ist eine wahnsinnig mächtige Person in der IT oder mächtiger Benutzer in dem Sinne in der IT, der einfach alles verändern kann und halt auch Rechte übertragen kann. Und wenn man Administratorrechte für einen Server oder für ein System hat, dann kann man das meistens noch irgendwo anders hin ausweiten. Jetzt ist aber die Schwierigkeit, wenn wir jetzt einfach nur so einen Link verschicken, sowas wie zum Beispiel eben dieses Social Engineering Ding, und jemand klickt da drauf und es öffnet sich ein Fenster und plötzlich hat man ein Virus auf dem Rechner, auf diesem einen Rechner drauf. Zum Beispiel bei dieser Frau Heid. Sagen wir jetzt einfach mal als Beispiel. Ich glaube nicht, dass sie es war, sie war ja quasi diejenige, die es gefunden hat, aber nehmen wir an, sie war es. Und wir haben einen Trojaner auf diesem System drauf. Dann hat sie aber wahrscheinlich keine Administratorrechte. Sprich, wir müssen sowas machen, das nennt sich Privilege Escalation, also Rechte Eskalation. Sprich, ich muss von normalen Benutzerrechten zu diesen höher gestellten Administratorrechten kommen. Und das ist super schwer eigentlich. Da braucht man meistens nochmal einen extra Exploit. Also sprich, irgendeine Schwachstelle in einem anderen System, um von Benutzerrechte auf Administratorrechte zu kommen. Und das ist gar nicht einfach. Also das ist wirklich meistens nochmal Hacking-Challenges, es gibt ja zum Üben solche Challenges, da kennt ihr das vielleicht auch her, falls ihr mal sowas gemacht habt. Da gibt es immer zuerst die normale User-Challenge, das ist die erste Flag, die man sammeln muss, also die erste Lösung von der Challenge, die man sammeln muss. Und dann gibt es aber meistens nochmal eine zweite Flag, die Root-Passwort oder die Root-Flag, die man nur als Administrator eben bekommen kann.
Und dahin zu kommen, verlangt oftmals nochmal mindestens genauso viel Antwort. Also zum Beispiel Benutzerflags sind teilweise wirklich in so 5 Minuten gemacht und Administrator-Flags brauchen dann nochmal so 2 Stunden on top. Das ist auch nochmal richtig, richtig schwer, dahin zu kommen. In dem Fall, also wenn man es jetzt auf Real World bezieht, braucht man meistens Social Engineering, um irgendwie zum Benutzer zu kommen und dann aber wirklich einen echten Exploit, also einen echten Hack in dem Sinne, der nichts mit Menschen zu tun hat, manchmal auch mit Menschen, aber häufiger mal nicht mit Menschen zu tun hat, um dann die Rechte zu eskalieren. Und wenn man die eben hat, dann ist quasi Game Over für das andere, für den anderen. Also dann hat man alles. Und das schaffen sie. Und so durchdringen sie quasi das gesamte IT-System des Bundestages. Es war ein sehr smarter Angriff. Die gehen dann von einem Computer zum nächsten und schauen sich an, wo sind vielleicht interessante Sachen auf dem Rechner und in den E-Mails. Und das ist auch nochmal schwer, also um das nochmal zu betonen, ne? Von einem Rechner auf den anderen zu gehen, das ist nicht einfach. Also nehmen wir mal an, wir haben eine Bundestagsabgeordnete, ja, die ist jetzt von den Linken. Natürlich wird die keine internen Dokumente von ihren Vorgesetzten sehen können. Natürlich wird auch diese Vorgesetzte, falls sie die schaffen zu bekommen, wird keine Dokumente von anderen Parteien angucken können, ja. Das muss man sich immer überlegen. Die sind ja nicht komplett einfach offen und vernetzt. Das ist ja keine Cloud, wo jeder alles angucken kann, sondern man braucht für jeden von diesen Schritten nochmal einen zusätzlichen Angriff sozusagen. Wenn ich Administrator von allem bin, dann kann ich alles angucken, aber da sind meistens mehrere Schritte dazwischen, die man eben jeweils noch bekommen muss. Und dann auf einen anderen Computer zu kommen, würde bedeuten, dass der Administrator die E-Mails von allen Mitarbeitern vom Bundestag lesen kann. Was wiederum wahrscheinlich nicht der Fall ist. Sprich, von diesem Administratorkonto muss man dann wieder zu diesen Benutzerkonten von den anderen Bundestagsabgeordneten kommen. Also da ist deutlich mehr dahinter, als man vielleicht denkt. Das ist richtig, richtig viel Arbeit. Und sowas, also jetzt auch anders als im Film vielleicht, sowas geht nicht in 5 Minuten. Sowas geht auch nicht in einem Tag. Sowas dauert Monate. Und so braucht man natürlich auch eine gewisse Zeit auf dem System, weil wenn ich jetzt von außen einmal auf das Bundestagssystem gucken würde, dann würde ich wahrscheinlich erstmal gar nicht rausfinden, was da eigentlich drin ist. Also ich weiß jetzt nicht, dass die mit LDAP arbeiten. Das ist einfach nur eine Vermutung von mir. Sprich, ich muss erstmal, wenn ich den Bundestag hacken möchte sozusagen, muss ich erstmal einen Benutzerzugriff haben. Dann muss ich erstmal gucken, okay, was benutzen die eigentlich? Kann ich da irgendwas machen? Dann muss ich diese Software analysieren und da vielleicht einen Exploit finden, was wirklich lange dauern kann. Dann nochmal eskalieren, dann muss ich wieder gucken, okay, was benutzen die eigentlich? Kann ich da vielleicht irgendwo eine Lücke finden? Und dann muss ich wieder weiter eskalieren. Also es ist sehr, sehr lange, was sowas braucht. Und in der Zeit kann man natürlich immer gefunden werden. Sprich, man muss sich immer auch Stealth verhalten. Man muss immer schauen, dass niemand anders rausfindet, was man da gerade macht. Der Angriff ist nicht einfach. Und also insgesamt natürlich, ne? Das ist ein riesiges Ding, wenn man da reinkommt. Und sie dringen auch vor auf 2 Computer in einem Bundestagsbüro der CDU. Und das ist ein ganz besonderes Büro. Im Abgeordnetenbüro von Angela Merkel. Ui, okay, krass. Florian Flade und Hakan Tanreverde sind Investigativjournalisten. Sie haben einen Podcast zu diesem Vorfall produziert. Der Mann in Merkels Rechner. Beide beschäftigen sich seit etlichen Jahren mit Cybersecurity. Der Bundestagshack ist einer der schwerwiegendsten Cyberangriffe in der Geschichte dieses Landes. Nach dem Hackerangriff auf den Bundestag. Es ist wirklich ein Super-GAU. Er wird harte Konsequenzen nach sich ziehen. Eine internationale Spurensuche und schließlich bis dahin undenkbare Haftbefehle. Aber im Bundestag selbst bemerkt man ihn ziemlich lange überhaupt nicht. Sonst wäre er gar nicht so schlimm geworden. Zurück zu Claudias Telefonat mit der 117 am Freitagnachmittag. In meiner Verzweiflung über das erste Gespräch mache ich jetzt das, was ich sonst auch immer mache bei Hotlines. Ich rufe einfach nochmal an und hoffe, ich finde einen Gesprächspartner, der ein bisschen mehr versteht, worin das Problem liegt. Der zweiten Person sage ich dann meinen Verdacht. Ja, ich glaube, es ist ein Trojaner hier drauf. Und diese Person hat es aber überhaupt nicht ernst genommen.
Problem ist natürlich, man rechnet nicht damit, ne? Also gerade auch bei der IT-Security, wenn man gar keine Hinweise hat. Normalerweise macht man ja Monitoring. Das heißt, man schaut immer die ganze Zeit alle Systeme an, ob da irgendwie ungewöhnliches Verhalten drauf ist, ob irgendwas Seltsames vorgefallen ist. Normalerweise guckt man auch die E-Mails, also gerade so Phishing-Mails oder sowas, guckt man ja, wenn sie einen gewissen Score haben und eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es bösartig ist, dann guckt man die immer an. Und man überprüft die ganze Zeit die Logs, man überprüft die ganze Zeit eigentlich alles und man rechnet einfach nicht damit, dass plötzlich Hacker im Bundestag sind. Das ist einfach ungewöhnlich. Damit, ja, ist einfach nicht normal. So, und wenn dann jemand kommt und sagt, ey, yo, ich glaube, ich wurde gehackt, aber diese Person weiß eigentlich gar nichts über IT-Security oder weiß gar nichts über IT und hat einfach nur so einen komischen Glitch, der, wie gesagt, auch an sich schon ungewöhnlich ist, also quasi, wenn ich kein accent aigu schreiben kann, dann rechne ich nicht damit, dass ich gehackt wurde. Dann rechne ich erstmal damit, dass meine Tastatur oder der Treiber von meiner Tastatur einen Bug im letzten Update bekommen hat. Das ist das, was jeder vermutlich als erstes denken würde. Nicht, dass irgendwie ein Hacker auf dem System ist. So, sprich, was hier passiert ist, ist eigentlich relativ logisch. Ja? Die Leute haben gesagt, ja, komm, hab dich nicht so, und dachten gar nicht, dass es wirklich so drastisch ist. Also ich kann es, wie gesagt, voll nachvollziehen, auch wenn man dem eigentlich immer nachgehen sollte. Aber ja, es ist ungewöhnlich. Ich war sauer und dann war es aber auch so, dass ich dann beschlossen habe, okay, wenn Freitagnachmittag alle Feierabend machen, ich will so nicht weiterarbeiten mit diesem Rechner, ich fahre den runter und gehe nach Hause. Krass. Das Wochenende verstreicht. Am Montagmorgen loggt sich ein IT-Mitarbeiter remote auf Claudias PC ein. Und übrigens, gerade solche Wochenenden oder gerade auch solche verlängerten Wochenenden vielleicht, ihr habt es vielleicht schon mal mitbekommen, über Ostern und über Weihnachten passieren die meisten Angriffe. Immer gerade so, dass die Leute vielleicht schon weg sind oder gerade Feierabend machen wollen, weil dann haben die meistens gar keinen Bock mehr, sich um sowas zu kümmern. Und das gibt den Hackern halt Zeit. Also richtig viel Zeit sogar. Wie gesagt, das dauert eine Weile. Man muss erstmal die ganzen Systeme dort vor Ort analysieren. Man muss erstmal gucken, was ist da eigentlich drauf. Und wenn da vielleicht verminderte Kapazitäten sind und niemand eigentlich Bock hat zu arbeiten, dann gucken die vielleicht nicht ganz so genau hin. Und ne, dann am ehesten nochmal so ein bisschen. Und wenn es gerade so ein Freitag ist, wo die dann reinkommen, zum Beispiel ins System, oder vielleicht sogar Freitagnachmittag, dann gucken die Leute da meistens deutlich weniger. Ich kriege tatsächlich auch immer mehr Phishing an Freitag. Ich glaube, Freitagnachmittag ist so das Schlimmste. Aber ich kann es nicht genau sagen. Also es kommt eigentlich konstant bei mir rein. Aber genau, also so Freitagnachmittag ist meistens immer so der erste Punkt. Und dann eben halt, wenn es irgendwie Richtung Ostern geht. Da war doch auch Julian Bam, glaube ich. Ostern war das bei ihm. Und ich glaube sogar auch Linus Tech Tips und sowas. Also die waren YouTuber auch meistens irgendwie am Wochenende an Ostern oder sowas, als würden wir da nicht arbeiten. Come on. Naja, egal. Er installiert Word neu. Das bringt natürlich nichts. Ja. Montagnachmittag kommt endlich ein Mitarbeiter persönlich vorbei. Der Mitarbeiter bringt Claudia einen neuen Rechner und zieht leider alle alten Daten auf die neue Maschine, inklusive der Schadsoftware. So erinnert sich zumindest Claudia. Mittlerweile sind die Hacker seit mindestens 2 Wochen. Okay, aber Moment, wenn man den Rechner umzieht und die Schadsoftware dabei ist, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass die Schadsoftware im persönlichen Ordner ist und dass auf jeden Fall keine virtuellen Maschinen zum Einsatz gekommen sind. Was ein bisschen weird ist. Aber gut, okay, ich rate jetzt einfach mal, dass die Rechner von den MDBs oder von den Mitarbeitern von den MDBs sowieso so weit isoliert sind, dass da technisch gesehen eigentlich nichts passieren sollte erstmal. Wie gesagt, eigentlich. Und dass die gar keine virtuellen Maschinen brauchen. Aber wenn man es umzieht auf die nächste Maschine, dann müsste man entweder ein Abbild haben von dem PC, der davor war, oder man müsste alle Dateien kopieren und der Virus müsste in den persönlichen Dateien drin sein. Beides wäre seltsam. Weil, also, ein Virus wird ja, oder ein Trojaner wird ja erst dann ausgeführt, wenn man eine Datei öffnet in dem Sinne. Also wenn ich jetzt einen Rechner neu installiere, dann startet sich der Trojaner ja nicht automatisch, weil es starten sich immer nur genau die Programme, die ich eben ausführe. Sprich, wenn der Trojaner, sagen wir mal, notepad.exe ist, ja, oder notavirus.exe, und ich kopiere mir diese Datei auf mein System drauf,
dann führt sich dieser Virus nicht automatisch aus. Er führt sich erst dann aus, wenn ich ihn mit Doppelklick ausführe, zum Beispiel. Der kann natürlich jetzt auch in irgendeiner Word-Datei drin sein und so weiter und so fort, aber ich muss diese Datei trotzdem erst ausführen, bevor sich das Ding wieder bei mir, bevor der Trojaner wieder auf meinem System drauf ist. Was ich tatsächlich viel wahrscheinlicher halte, ist, dass der Trojaner über das Netzwerk gekommen ist. Sprich, der hat eine Schwachstelle in ihrem System ausgenutzt und sich dann wieder reingeschrieben. Das könnte, also rate ich jetzt mal, ist wahrscheinlicher, als dass sie genau diese infizierte, zum Beispiel Doc-Datei oder halt Document-Datei, nochmal ausgeführt hat. Rate ich, aber ich weiß es nicht. Im System. Und noch immer ahnt fast niemand, dass es sich um einen Hack handeln könnte. Während in Berlin ein PC-Ausfall noch als kleine IT-Panne behandelt wird, fällt einer Sicherheitsfirma in Großbritannien etwas auf. Sie beobachtet seit einer ganzen Weile einen verdächtigen Server im Ausland. Von dem aus werden immer wieder Hackerangriffe gesteuert. Und dieser Server steht jetzt in Kontakt zu Servern des Bundestags. Der Verfassungsschutz gibt die Warnung einen Tag später an die Geheimschutzstelle des Bundestags und das BSI in Bonn weiter. Und das ist übrigens super, super wertvoll. Da sieht man so richtig diese Ausmaße, die Cybersecurity mittlerweile hat. Man lässt häufiger mal so Server, wo man so ein paar Vibes bekommt. Ey, yo, der schickt öfters mal was und plötzlich wissen wir, aha, da wurde was gehackt. Wenn das häufiger mal passiert, also quasi, wir wissen ein paar Tage später, ey, da wurde was gehackt und man findet in den Logs zum Beispiel, ey, yo, der Server hier, der hat mit denen kommuniziert. Dann ist es ein starkes Indiz, dass dieser Server von den Hackern ist. Das heißt nicht, dass die den gemietet haben oder sowas. Das heißt eher, dass die den übernommen haben und von dem dann der Traffic weitergeht. Das ist dann ein sogenannter Command-and-Control-Server. Sprich, die Hacker kontrollieren diesen Server und von dort aus gehen Befehle weiter. Das ist relativ spannend und dann lässt man den meistens einfach so sitzen und eben genau das machen, was die hier gemacht haben. Sprich, man weiß, aha, wenn jemand von diesem Server kontaktiert wird, der davor nichts mit ihm zu tun hatte, dann ist gut möglich, dass da ein Trojaner drauf ist. Und dann kann eben auch sowas passieren, dass der Verfassungsschutz sagt, ey, da könnte was sein. Oder BSI. Warum Verfassungsschutz? Warum nicht BSI? Weird. Aber trotzdem krass. Ist geil. Die deutsche Bürokratie macht ihr Ding und es dauert nur sportliche 3 Tage, bis die Warnung ankommt. Gut, okay. Dann fällt der Groschen und das BSI schickt umgehend ein Spezialteam nach Berlin. Und deren Job ist es, das nennt sich Logs, zu gehen. Logs sind automatische Aktivitätenprotokolle, die Computer und Netzwerke in der Regel anfertigen. Wer was wann gemacht hat, welches Programm wie ausgeführt wird. Und im besten Fall, wie gesagt, hat man eine automatische Log-Analyse drin auf einem System. Das heißt, also jedes System produziert irgendwelche Log-Dateien. Im Normalfall werden die dann nach einer Weile wieder gelöscht. Also zum Beispiel meine Logs sind jetzt wahrscheinlich nicht älter als ein paar Jahre, höchstens. Eigentlich nicht mal ein paar Jahre. Und diese Logs werden dann sozusagen automatisch immer, während das System läuft, wird geguckt, ist das ein komischer Eintrag? Nö, okay, mach weiter. Ist ein komischer Eintrag? Nö, mach weiter. Ist ein komischer Eintrag? Nö, mach weiter. So, die ganze Zeit quasi hin und her. Und wenn dann irgendwie sowas drin steht, ey, notavirus.exe wurde ausgeführt, dann guckt sich, also wenn man dieses notavirus.exe noch nicht kennt, dann guckt sich ein Antivirenschutzprogramm zum Beispiel, guckt sich erstmal notavirus.exe an und sagt, warte mal, ich kenne das irgendwoher. Diese Signatur, da steckt was dahinter. Gefährlich, blockieren. So, dann kann man dadurch quasi was blockieren. Während, sagen wir mal, Thunderbird.exe wird ausgeführt, dann guckt sich das Programm das beim ersten Mal auch an und sagt, Thunderbird.exe, ich glaube, das ist okay. Ja, doch, nee, kenne ich irgendwoher, kann man online nachgucken. Ist eine Datei, die haben schon andere ausgeführt, die ist in Ordnung. So, die wird dann zugelassen. Und wenn nochmal Thunderbird.exe ausgeführt wird, dann sagt das Log-Programm oder halt der Virenschutz zum Beispiel, sagt dann, kennen wir schon, müssen wir nicht drüber reden. Während was Neues wird dann immer zuerst mal überprüft. Also das ist so ein bisschen Log-Analyse, die eigentlich die ganze Zeit stattfindet. Jetzt das Schwierige für einen Hacker ist, eine Datei auszuführen, ohne dass man erkannt wird von einem Virenschutzsystem. Sprich, man darf nicht irgendwo in einer Datenbank sein, wo vielleicht schon mal andere Viren oder sowas drin waren. Und natürlich werden solche Datenbanken von Sicherheitsexperten richtig hart gepflegt, ja. Das heißt, sobald irgendwie bekannt ist, aha, das Ding hier ist Malware oder ein Trojaner, dann wird das da alles reingepflegt, dann wird immer direkt nachgeguckt und dann wird direkt gesagt, nee, sperren.
So, das heißt, Fancy Bear hat hier ihren eigenen Trojaner entwickelt, der noch niemandem bekannt war. Das zeigt dann auch nochmal, wie viel Arbeit dahinter steckt, hinter so einem Angriff und wie viel Mühe die sich auch, wie viel finanzielle Mühe die sich auch gegeben haben, um in den Bundestag speziell reinzukommen. Also das zeigt das hier einfach. Solche Sachen. Und dann können wir anhand dieser protokollierten Daten sehen, A, ist es wirklich ein größerer Vorfall? B, wenn ja, was hatten die Hacker vor? In den Logs steht dann auch meistens drin, welche Dateien eigentlich angefasst wurden. Also zum Beispiel, wenn die Hacker E-Mails lesen wollten, um Informationen rauszufinden, dann steht da drin, ey, die haben diese und diese Datei angeguckt und so weiter. Also dadurch kann man auch relativ gut sehen, was die Hacker eigentlich die ganze Zeit gemacht haben und was sie noch alles gemacht haben. Also zum Beispiel, er sagt jetzt hier was mit Netzwerken gleich, man kann sich angucken, welche anderen PCs haben die noch angesprochen? Sprich, von dem Rechner von zum Beispiel Person A hat man noch auf Rechner von Person B zugegriffen. Dann guckt man als nächstes bei Person B nach, ob die auch infiziert wurde und wenn ja, wie schlimm. Dadurch kann man quasi zurückführen, welche Informationen, welche Daten auch gestohlen wurden und weiß dann in den meisten Fällen auch, was da passiert ist. Jetzt Five-Head-Move, die Hacker können die Logs ja auch löschen oder manipulieren. Das macht es nicht einfacher, weil man muss dann die gelöschten Logs erstmal wieder herstellen oder schauen, ob sie gelöscht wurden oder verändert wurden und hoffen, dass nichts überschrieben wurde. Also eine Festplatte speichert ja immer so ein bisschen den Zustand von davor mit. Wenn aber ein paar Mal was überschrieben wurde, dann kann man den nicht mehr herstellen. Und das ist alles Forensik. Forensik ist geil, aber es ist wirklich, wirklich viel Arbeit. C, sind sie noch in den Netzwerken, ja oder nein? A, yes, auf jeden Fall. B, nicht ganz klar, aber augenscheinlich klauen sie Daten. C, oh ja, ganz tief drin. Das Spezialteam des BSI zieht umgehend... Also ein Team nennt sich übrigens Incident Response Team. Und technisch gesehen haben das größere Firmen für sich selber. Die anderen kaufen sich sowas meistens von extern ein. Zum Beispiel eine Uni. Also meine Uni, wo ich... das ist schon ein paar Jährchen her. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jährchen... Ich bin ja schon ein bisschen älter, nicht? Aber meine Uni hatte ihr eigenes Incident Response Team und ihr eigenes Security Team sozusagen, die im Fall der Fälle dann auch wirklich selber erstmal nachgeguckt haben. Weil solche Uninetze sind einfach auch riesig. Und die gucken das dann immer direkt nach. Die haben auch übrigens Bereitschaftsdienst, also man will nicht unbedingt als Incident Response arbeiten. Kleiner Tipp an die ITler unter euch. Die müssen auch am Sonntag Nacht raus. Und das ist meistens das Häufige, wo man raus muss, weil, wie gesagt, die Hacker greifen eher am Wochenende an, weil da die Leute keinen Bock haben zu arbeiten. Konsequenzen und fährt das gesamte Netzwerk herunter. Und das wirkt ein bisschen so, als hätte man da einfach den Stecker gezogen. Und dann fuhr auch schon der Computer wie mit Geisterhand runter. Ich habe so das Gefühl, gleich geht auch noch das Licht aus. Am gleichen Tag berichtet der Spiegel als erstes Medium über den Cyberangriff. Das Ding ist, in so einem Fall will man ja, dass die Angreifer so wenig wie möglich Informationen haben. Ja? Das heißt erstmal alles aus, damit nichts mehr passieren kann. Dann am besten sogar direkt vom Netz trennen, also vom Internet trennen, damit auch ja keine Daten mehr fließen können. Das muss aber, wenn man die Rechner aber alle ausgeschaltet hat, kann man das ja nach und nach machen. Sprich, man trennt erstmal vom Internet und dann fährt man den ersten Rechner wieder hoch und analysiert den ganz genau. Dann fährt man den nächsten Rechner wieder hoch, analysiert den ganz genau und so weiter und so fort. Klar, das kann man skalieren. Also jede Person kann quasi ihren eigenen Rechner analysieren sozusagen. Aber währenddessen ist halt das Netz nicht erreichbar, um rauszufinden, welche Daten wurden geklaut. Wie schlimm ist das Ganze? Wie kann man die rauswerfen? Was haben sie alles angefasst und so weiter? Also die richtige, volle Untersuchung findet nach dieser initialen Untersuchung nach, ey, sind die noch da? Falls ja, alles aus. So, das ist meistens immer so der zweite Schritt dann. Viele Politiker erfahren aus der Presse von diesem Angriff. Ab jetzt ist die Hölle los. Die Abgeordneten sind sauer. Niemand kann normal arbeiten, E-Mails beantworten oder Berichte lesen. Das ist so ein Moment, wo man total verzweifelt. Ich weiß nicht, was los ist, niemand redet mit mir. Normalerweise. So, und jetzt auch nochmal hier vielleicht Incident Response Coaching für alle Leute. Wenn ihr Incident Response macht, ist das Schwierigste meistens nicht die Analyse von irgendwelchen Logdaten oder die Analyse von dem eigentlichen Hack. Das Schwierigste für euch ist, die Leute zu beruhigen. Und bei einem Bundestag stelle ich mir das sehr schwer vor, weil das sehr viele Leute sind. Das Komplexe ist ja, man fühlt sich machtlos und man möchte irgendwas tun als normalsterbliche Person. Wenn man aber keine Ahnung hat, kann man da meistens mehr Schaden machen. Sprich, das Beste
wäre in dem Fall einfach, sich zurückzuhalten und abzuwarten, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Deswegen kann es auch hier sein, dass eine frühe Berichterstattung, wie zum Beispiel vom Spiegel, einfach schon ein bisschen schädlich ist. Weil dadurch werden natürlich dann Journalisten aufgehetzt, die kommen dann alle zu irgendwelchen Mitgliedern des Bundestages, die keine Ahnung haben und fragen nach. So, die Bundestagsleute wollen selber wissen, was da eigentlich passiert. Und im schlimmsten Fall piesacken die dann die Leute, die halt gerade die Untersuchungen machen, und halten die von der Arbeit ab. Sprich, es dauert länger, bis die Systeme wieder laufen. Sprich, wir haben viel, viel größeren Schaden auch, als wir eigentlich ursprünglich hätten. Also im besten Fall ist es, die Leute, die gerade nichts tun können, sinnvollerweise, muss man irgendwie beruhigen. Und jetzt tatsächlich, also kein Witz, im Incident Response sagt man, gibt den Leuten irgendeine Aufgabe, die sinnvoll erscheint, aber es eigentlich teilweise nicht mal unbedingt ist. Gib ihnen irgendeine Aufgabe, damit sie was zu tun haben. Sprich, sie sollen zum Beispiel ein Team aufbauen, das sich dann zum Beispiel einfach nur damit beschäftigt, E-Mails zum Beispiel auf einem anderen Gerät abzurufen. So, dann hat man wirklich eine Aufgabe, so ihr könnt eure E-Mails oder ihr könnt zum Beispiel private E-Mails abrufen. Funktioniert hier in dem Fall natürlich nicht, weil die E-Mail-Server genauso betroffen waren. Das waren ja gerade die richtig betroffen waren. Aber sozusagen informiert euch, was ihr sonst noch machen könnt oder baut eine Taskforce für das da oder baut eine Taskforce für das. Aber also da darf man nicht beleidigt sein als Person, die halt vielleicht keine Forensik kann. Ich kann das auch nicht so gut. Ich wäre bei einem Incident Response auch komplett raus, sagen wir es mal so. Und würde die Leute einfach machen lassen. Man kann dann auch wirklich so eine Taskforce gründen, die für Beruhigung da ist. Und das kann halt eigentlich jeder machen. Also es gibt wirklich meistens so eine Person, die einfach nur dazu da ist, die Leute davon abzuhalten, Mist zu bauen. So. Weil es halt einfach so ein gefährlicher Fall gerade ist. Das ist heftig. Könnte man meinen, okay, du weißt, dass da Hacker drin sind, was ist das Problem, schmeiß sie raus, alles gut. So läuft es aber überhaupt nicht. Das ist nicht so einfach. Das IT-Netzwerk ist riesig und schwer zu überblicken. Ja. Stück für Stück kämpft sich das BSI-Team vorwärts. Und das Problem ist, wenn das Netz dann auch irgendwie dynamisch gewachsen ist, ja, dann ist es meistens auch nicht dokumentiert. Sprich, nehmen wir mal an, da kommt ein neuer Bundestagsabgeordneter oder eine neue Fraktion vielleicht sogar. Ja, dann braucht die ihr eigenes Subnetz und dann braucht jeder von den Abgeordneten nochmal seinen eigenen Anschluss und dann brauchen die nochmal eigene Büros und so weiter und so fort. Und das ist wahrscheinlich einfach so dynamisch größer geworden, weil wahrscheinlich am Anfang einfach nur alles relativ lose da drin war und dann immer mehr Leute auch nach Zugang gefragt haben. Ja, nicht ohne. Versucht zu verhindern, dass Daten geklaut werden und bringt das Netz unter ihre Kontrolle. Es dauert Wochen, das ganze System zu reinigen. Währenddessen können Abgeordnete und ihre Mitarbeiter die IT nur in Teilen nutzen. Über allem schwebt die Angst, dass die Hacker sich gerade durch die eigenen Postfächer wühlen, vielleicht mitlesen. Vieles wird in der Not nur auf Papier festgehalten. Ja. Also wenn man die Wahl hat und einen Betrieb komplett pausieren kann in so einem Hackerfall, dann sollte man das tun. Also einfach wirklich sagen, so, ihr geht jetzt alle nach Hause, wir machen hier unsere Arbeit und wir hoffen, dass nichts passiert ist, aber wir können euch gerade noch nichts sagen. Wir schauen uns das genau an, dann haben wir Informationen, aber es dauert. So, das ist so das Erste, was man will. Und wie gesagt, je größer das Netz ist, desto schwieriger ist es auch wieder, das neu zum Laufen zu bringen. Und gerade sowas wie ein Bundestag muss ja self-hosted sein. Sprich, ihr müsst wirklich eigene Server haben, die dann halt auch laufen. Während, wenn wir jetzt irgendwas hosten, dann haben wir einfach Abbilder von einer virtuellen Maschine, die wir im Zweifelsfall einfach ausmachen können. Dann nehmen wir das Abbild und laden es woanders drauf oder das Backup von gestern oder sowas, laden das woanders drauf und dann können wir wieder loslegen. Und dann müssen wir nur noch einzelne Datenpunkte neu übertragen. Dann geht das relativ fix. Aber eben, sowas wie ein Bundestag ist halt viel komplexer als alles, was man sich so vorstellen kann wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich sogar noch ein Uninetz einfacher zu administrieren. Die IT-Sicherheit des Bundestages ist damals offensichtlich völlig überfordert und wird in der Öffentlichkeit harsch kritisiert. Es ist wirklich ein Super-GAU und wir müssen mehr tun zur Erhöhung unserer IT-Sicherheit. Das sagen die Firmen danach auch immer. Also das Ding ist, das Lustige ist ja dann, danach wissen plötzlich alle alles über IT-Security und wollen so viel investieren und 2 Monate später ist wieder vergessen.
man müsste halt dann auch das System dokumentieren, man müsste halt überall neue Sachen draufpacken und dazu braucht man mehr Geld und das muss man erstmal irgendwo finden. Und meistens ist es dann doch nicht mehr so relevant, wenn man plötzlich schon mal einen Hack überstanden hat, dann kann man das ja auch ein zweites Mal. Ehrlich gesagt fühlt man sich ganz schön beschissen, wenn man nicht weiß, was tatsächlich jetzt hier in diesem Netzwerk passiert, wer Zugriff hat, welche Daten abgeschöpft werden. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, war meine Überraschung eher, dass die Deutschen nicht gemerkt haben. Ja. Das ist Linus Neumann. Er ist Hackerman. Geil. He's the most powerful hacker of all time. Und Sprecher des Chaos Computer Clubs. Es ist natürlich lächerlich, dass das ein Vierteljahr später geschieht. Finde ich super. Das war einfach gerade wunderschön. Also muss ich mal ganz große Props aussprechen. Dass er da auch mitgemacht hat, ist saugeil. Als man erkannt hat, dass der Angriff stattgefunden hat. Dann kommt die rettende politische Sommerpause. Die wird genutzt, um das marode System von Grund auf neu aufzubauen. Und das Im Trümmerfeld. Das muss man jetzt halt auch aufrechterhalten, ne? Also, dass das nicht wieder dynamisch wächst und plötzlich irgendwelche anderen Rechner da dran gegliedert werden und die ja nur so halbgar da reingeschmuggelt werden oder halt quasi so zusätzlich administriert werden, sondern man muss es halt komplett neu überdenken und das ganze System einfach komplett neu aufbauen. Und das dann halt auch halten. Also, wenn es zum Beispiel irgendwie heißt, ey, da ist was alt, so macht es mal neu. Boah. Also, wie gesagt, ich bin froh, dass ich kein Netzwerkadministrator bin. Das ist nicht meine Welt. Der Bundestags-IT beginnt auch die Suche nach den Tätern. Und die Hinweise führen von Beginn an nach Russland. Auf Claudia Heids Computer wurde unter anderem die Schadsoftware X-Tunnel installiert. X-Tunnel funktionierte wie ein tatsächlicher Tunnel. Eine permanente Verbindung, durch die die Angreifer jederzeit Zugriff auf das Netzwerk hatten. Im Code dieser Oh. Also erstmal ganz kurz, war gerade ein bisschen beeindruckt, weil das einfach Actual Python-Code ist. Ich glaube, genau das habe ich tatsächlich irgendwann mal geschrieben. Stammt der von mir? Das ist einfach nur ein Socket. Also im Endeffekt, ihr könnt es euch so vorstellen, man baut eine Verbindung auf und das ist dann wie eine Backdoor. Sprich, also wenn man einen Socket programmiert, das geht in jeder Sprache, es muss nicht unbedingt Python sein, aber Python ist einfach so super, super einfach. Ich meine, das kann man quasi lesen, als wäre es Deutsch oder Englisch. Also im Endeffekt steht da, ey yo, bau mal eine Verbindung zwischen dem Server auf, zum Beispiel diesem einen Server, den die UK da gefunden haben, und dem Bundestagsabgeordnetenrechner. So, die bauen eine Verbindung auf und dann kann man da so sein eigenes Protokoll reinpacken. Sprich, wenn vom Angreiferserver kommt Daten, dann sagt der hier, okay, Daten. Irgendwann sagt der hier E-Mails, dann sagt er E-Mails. Ihr baut euch sozusagen ein eigenes Protokoll auf. Ihr sagt dem, was er machen soll. Und so einer Socket-Verbindung sind halt wirklich eigentlich, also in der Technik, keine Grenzen gesetzt. Man kann da eigentlich alles übertragen, was man möchte. Das Ding ist, Socket-Verbindungen werden natürlich für alles Mögliche benutzt. Also es gibt ja schon solche existierenden Protokolle. Hier, zum Beispiel, das Video, was ihr hier gerade seht, das habt ihr über ein gewisses Protokoll auf euren Rechner runtergeladen und dann wird eben von euch wird zum Server gesagt, zum YouTube-Server im besten Fall, falls ihr es auf YouTube hochladen könnt, wird gesagt, ey, geh mal bitte YouTube-Video. Und dann sagt YouTube-Server, okay. Und füttert euren Rechner sozusagen mit den Paketen von YouTube. Und dann sagt ihr irgendwann, ey, zurückspulen, 10 Sekunden. Dann sagt der Server von YouTube, okay, hier sind die Videodateien von vor 10 Sekunden. Server. Ne? Also so funktioniert ein Socket. Und da gibt es halt haufenweise Protokolle mittlerweile. Es gibt welche für HTTP, habt ihr vielleicht schon mal gehört. HTTPS, ja, habt ihr auch vielleicht schon mal gehört. Das ist die verschlüsselte Variante. Dann gibt es, was gibt's noch? Es gibt Protokolle für E-Mail. Es gibt mehrere Protokolle für E-Mail. Für Senden und für Empfangen gibt es unterschiedliche Protokolle und so weiter und so fort. Das ist eine riesige Welt. Aber man kann auch einfach sein eigenes machen, während Socket technisch gesehen sogar schon sein eigenes Protokoll unten drunter benutzt. Ja. Riesige Welt der Netzwerktechnik. Ich kann meine Reihe dazu empfehlen. Es sind über 100 Videos. Ihr findet sie auf der Bootstrap Academy. Kleiner Shoutout an der Stelle. Und wir sind erst 15 Minuten drin. Ich nehme fast schon eine Stunde auf. Ich werde das wahrscheinlich irgendwann unterbrechen müssen, weil ich habe nachher noch ein Meeting, aber dann nehmen wir einfach danach weiter auf. Schadsoftware finden sich Hinweise. Oh! Ist die echt? Gib mir eine Sekunde. Ich muss das kurz nachgucken. 176, 31, 112, 10. Was ist da?
Okay, also ich habe mal ganz kurz nachgeguckt. Das ist wirklich nur so ein erster Eintrag hier gewesen, was das für eine IP-Adresse ist. Ich wollte einfach nur kurz wissen, ob das jetzt eine echte ist oder was genau die machen. Ist registriert in Frankreich, in Paris, aber also jetzt Rue Kellermann. Sagt mir jetzt nicht unbedingt was, aber irgendwo in Paris beziehungsweise in Frankreich. Ich bin mir nicht sicher, was diese IP-Adresse sagen möchte. Aber wir werden es vielleicht gleich erfahren. Übrigens auch hier spannend, UTF-8-Encoding. Nicht vergessen, wenn ihr irgendwann mal was mit ÄÖÜ machen wollt oder mit Accents, braucht ihr UTF-8, ne? Auf einen Server. Dieser Server wird augenscheinlich von APT28 genutzt. Fancy Bear. Auch der damalige BSI-Präsident spricht Hallo, mach Pause. Wie gesagt, Fancy Bear, auch APT28 genannt. In internen Sitzungen von dieser Abkürzung. APT28. Das kann man geleakten Dokumenten entnehmen. APT28 ist eine Hackergruppierung. Also grundsätzlich erstmal, APT steht für Advanced Persistent Threat. Also erhöhte Bedrohungslage durch einen dauerhaften Angreifer sozusagen. Das ist einfach nur, Hackergruppe. Also APT steht für wahrscheinlich staatlich Hackergruppe. Und 28 einfach eine Nummerierung. Das wird einfach durchnummeriert nach dem Finden sozusagen. Und APT28, dadurch, dass sie dann irgendwann Anleihen gemacht haben, dass sie irgendwie russisch sind, hat man irgendwann den einfach, ich weiß gar nicht, wer das war, aber manche Leute haben sie dann einfach Fancy Bear genannt. Es gibt noch andere Namen. Sekunde. So, es gibt vom Fraunhofer, hier ganz geil eigentlich, immer solche Malpedias. Das ist ganz geil. Das ist wirklich vom Fraunhofer, von Deutschland sogar. Und hier sehen wir auch APT28, AKA, ja, das sind alle Namen von denen. APTC20, ATK5, Blue Athena, Fancy Bear, das ist der, den ich kenne, Frozen Lake, Fighting Ursa, also Ursa auch Bär, ne? Forest Blizzard, Grey Cloud, Grizzly Steppe, Group 74 und so weiter und so fort. Vielleicht kennt man noch Strontium. Sophacy kennt man vielleicht noch, oder Sophacy oder sowas, ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht. Und das hier sind unten drunter all die Familien, die damit assoziiert werden, also quasi, was die alles schon gemacht haben. Die haben schon iOS gemacht, die haben schon X-Agent gemacht, die haben schon APKs, also Android gemacht und halt sehr, 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 sehr viel Windows. Und das ist immer sehr, sehr interessant, wenn man sich dann mal so die Sachen anguckt. Ich kenne mich halt mit Python relativ gut aus. Deswegen, also da gibt es auch die ganzen Write-Ups sind hier verlinkt. Oh, sogar von Medium einer. Interessant. Also ich kenne die natürlich nicht alle auswendig, ne? Aber die sind noch aktiv. Hier vom 31.01.2024, also gerade letzten Monat, hat man noch mal was gefunden von Fancy Bear. Trend Micro, mit denen habe ich sogar mal Kontakt gehabt. Müsste ich mal wieder anschreiben. Und zwar hier Pornstorm uses Brute Force and Stealth against High-Value Targets. So, da kann ich da draufklicken. Also wie gesagt, Malpedia ist einfach Dream. Ja, die Seite ist so geil. Und dann sehen wir hier ein komplettes Write-Up von Pornstorm, also known as APT28, also known as Forest Blizzard. So, macht super schwer danach zu suchen. Deswegen bin ich super dankbar für solche Seiten, die mir alles zusammenfassen. Pornstorm attempted to launch NTLM V2 Hash Relay Attacks. Wird NTLM noch genutzt? What? Egal. Ich schweife ein bisschen ab. Also ihr seht, es gibt, die sind noch aktiv. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Confidence Level. Oh, nicht gut. Anchor Free, Surfshark, ExpressVPN, Cactus VPN, Proton VPN, oh je. Also quasi, ich glaube, das müsste sein, wie eingreifbar die jeweils sind. Tor or VPN Exit Nodes. Ui. Schaue ich mir nachher an. Ist auf jeden Fall sehr spannend, wie aktiv die einfach noch sind. Ne? Das ist deren Liste, was die alles schon durchgezogen haben. Und ich spoilere jetzt mal an der Stelle, es ist selten eine so lange Liste. Aber ja, also ihr seht, die haben sehr viele Namen und haben schon einiges durchgezogen. Advanced Persistent Threat steht für Hacker, die sehr viel Zeit haben und gut sind. Also eine anhaltende Bedrohung, so werden besonders qualifizierte Hackergruppen genannt, also besonders gefährliche Hackergruppen. Genau. Und die werden dann so durchnummeriert. APT28 ist eine Gruppe mutmaßlich russischen Ursprungs, da sind sich die meisten ziemlich sicher. Und übrigens, solche Indizien sind tatsächlich einfach, welche Sprache wird intern zur Dokumentation innerhalb von so einem Virus genutzt oder von so einem Trojaner oder von so einer Malware. Sprich,
also die sind ja nicht einfach so, dass man sie lesen kann. Das ist meistens nicht der Fall, leider, sehr leider, sondern man muss die reverse engineeren. Sprich, man guckt sich dann den Source Code an und da sind dann manchmal Strings drin, also Zeichenketten drin, die man lesen kann. Und wenn die russischen Ursprungs sind, ist das ein erstes Indiz, dass es russischen Ursprungs ist. Ist aber nur ein Indiz, ist aber wie gesagt nicht einfach. Also ich meine, ich kann auch als deutscher Hacker einfach meine Strings auf Russisch übersetzen und dann wirkt es so, ey yo, der ist aus Russland. Nee. Also ist halt nicht so einfach, aber dann kann man eben noch zum Beispiel andere Angriffsmuster schauen. Also zum Beispiel, welche Server benutzen die, wohin kontaktieren diese Server jeweils, also mit wem haben die Kontakt. Und wenn man dann irgendwie sagen kann, okay, die sind meistens mit den Opfern irgendwie im Kontakt oder im Austausch und dann mit ein paar russischen IPs, dann ist es nochmal ein Indiz und so weiter. Aber man kann sich nie zu 100% sicher sein, was das Gemeine einfach an solchen Hackergruppierungen sind. Weil es kann ja auch einfach immer eine Finte sein. Das weiß man nicht. Die hat auch andere Namen, die wird auch zum Beispiel Fancy Bear genannt. Fancy Bear ist dem GRU unterstellt. Das ist der russische Militärgeheimdienst. Die Gruppierung ist berüchtigt. Hier arbeiten sie, im sogenannten Aquarium in Moskau. Man weiß nicht, wer diese Menschen sind. Man weiß nicht, wie viele es sind. Doch man weiß, dass sie besonders skrupellos vorgehen. Sie schrecken vor wirklich nichts zurück. Nicht mal vor dem Rechner der damaligen Bundeskanzlerin. Doch ausgerechnet dort findet sich eine Spur zur Identität einer dieser Hacker. Denn er macht einen folgenschweren Fehler. Also die Hacker sind irgendwann auf dem Computer im Vorzimmer von Angela Merkel im Bundestag. Also ihr Rechner, ihr E-Mail-Fach, das ist das, was sie wollen. Die Dateien wollen sie offensichtlich. Und dann programmiert der Hacker ein Programm, das diese E-Mails ausleiten soll. Also legt er von dem Outlook-Postfach eine Kopie an und versucht, diese Kopie an einen Server zu schicken, den er kontrolliert. Und dafür haben sie ein Tool geschrieben, vsc.exe. Um die Daten auszuleiten, muss vsc.exe auf einen ganz bestimmten Dateipfad zugreifen. In diesem Dateipfad kommt das Wort Abgeordnetenbüro vor. Sein Programm kannte das Sonderzeichen Ü aber nicht. UTF-8, ich hab's schon gesagt. Ja, wenn man vergisst, UTF-8 zu encodieren, ist ein Ü immer eine Fehlerquelle. Da war so ein Fragezeichen. Oh Gott, ist das toll. Und dann konnte er diesen Ordner nicht finden, weil es so einen Ordner nicht gab. Der Hacker scheitert also zunächst an der deutschen Sprache. Ja. Und dann ist natürlich die Gefahr, Hacker Umlaute können jederzeit auffliegen und er denkt sich, vielleicht habe ich nichts. Es gibt so viele tolle Umlautengeschichten, wirklich. Es ist einfach. Ich bin so froh, dass es einfach selbst den besten Leuten immer wieder passiert. Ich weiß nicht, ob ihr den Vortrag vom CCC kennt. Ich glaube, das war Spiegelmining. Da hatte er erstmal einen Tag lang, im März, hatte er einen Fehler. Also er hat keine Daten sammeln können, weil sein Programm abgestürzt ist, weil März hat ein So viel Zeit, gerät vermutlich ein bisschen unter Druck und sagt dann, ich schreibe einfach das Ding nochmal. Ich sage dem Programm, dass es die deutsche Sprache ist, mit der er rechnen muss und dass da eben ein Ü vorkommt. Einen Tag später versucht er es mit dieser neuen Version von vsc.exe erneut. Ja. Patch und mal als Hacker. Es funktioniert. Ja. Er klaut erfolgreich eine Kopie des E-Mail-Postfaches. Das ist zwar nicht Merkels Schriftverkehr aus dem Kanzleramt, aber dennoch ein unfassbarer Coup. Doch der Hacker macht einen schwerwiegenden Fehler. Vermutlich wegen des Zeitdrucks. Vielleicht ist er auch etwas nervös. Im Code seines Programms. Wildpaper is Frog. Schön. Also es ist auf jeden Fall objektorientiertes Programmieren hier. Es sieht nicht nach Python aus. Es sieht ein bisschen nach C aus. Jetzt auf den ersten. Nee, ist kein C, oder? Finden Ermittler später eine wichtige Information. Er vergisst, den Namen seines Rechners zu löschen. Und in dem Fall steht dann drin C-Doppelpunkt. Das ist übrigens ein interessantes Statement. Man kann es ja auch als if schreiben. Nennt sich Ternary Operator. Ternärer Operator auf Deutsch, ne? Genau. Sprich, wenn das hier gilt, dann mach das hier, ansonsten das da. Sozusagen. Macht keinen Sinn, was da steht, weil das hier hinten ist kein Befehl. Aber ich finde es ganz geil, dass sie einfach hier Memes eingebaut haben. While Pepe is frog, if this is fine. Also da steht halt if, also falls this is fine, nur dass sie halt ein paar Buchstaben rausgelassen haben, mach Nyan Cat
über 9000, over 9000, ne? Falls das gilt, macht das, andersrum. Falls das hier gilt, macht das da, ansonsten macht das da. Was an sich alles irgendwie keinen Sinn macht, aber es ist trotzdem super. Doch, es macht sogar Sinn. Wenn das ein String ist, macht es Sinn, aber ich weiß nicht, ob das ein String ist. Also es ist nicht definiert, aber es ist ganz cool. Also, dass sie halt diese Memes eingebaut haben. Over 9000, Young Cat, Pepe is Frog, This is Fine und eben der Sekunde, ihr seid da vorne dran. Da ist meine Kamera vorne dran. Scaramouche. Das ist Scaramouche. Users und dann Slash und dann Scaramouche. Scaramouche ist eine Figur aus dem italienischen Theater, sowas wie ein Clown oder Harlequin. Man kennt das vielleicht auch aus dem Song Bohemian Rhapsody. Das ist der Nickname dieses Hackers, das ist sein Tarnname. Im Geheimen werden Scaramouche und seine Kollegen mit allen Mitteln gejagt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionageverdachts. Angela Merkel spricht später von hybrider Kriegsführung. Doch in der Öffentlichkeit macht die Regierung nach dem Angriff erstmal keine konkreten Anschuldigungen. Damals, das muss man sich so ein bisschen ins Gedächtnis zurückrufen, war das mit dem Finger auf Verdächtige zeigen, hat einfach niemand gemacht. Heute ist es anders. Heute wird viel öfter gesagt, hey, das waren die Russen, das waren die Nordkoreaner und so weiter. Damals, no way, niemand. Obwohl es ein bis dahin absolut beispielloser Angriff ist, verschwindet der Bundestagshack schnell wieder aus dem Rampenlicht. Abgasskandal. Flüchtlinge. Entsetzen und Trauer in Frankreich und weltweit. Ja. Es gibt zu der Zeit schlicht andere, dringendere Themen. Die Hacker haben also E-Mails aus dem Büro der Kanzlerin gestohlen. Insgesamt sind aus dem Bundestagsnetz mutmaßlich rund 16 Gigabyte an Daten abgeflossen. Das sind einige. Genau weiß man es bis heute nicht. Aber das ist noch so ein Ding. Also wenn ihr irgendwie die Administration durchführen könnt oder wenn ihr halt die Möglichkeit dazu habt, sowas einzustellen, man muss ja nicht die vollen 16 Gigabyte an Mails zum Beispiel einfach da haben, sondern es gibt sowas, das nennt sich Encrypt at Rest. Also wenn man jetzt wirklich so in High-Level-Security rein möchte, ne? Was heißt eigentlich High-Level? Mittlerweile ist es fast üblich geworden. Dass wenn ein Datum nicht gebraucht wird, dann verschlüssel es einfach, sozusagen. Das heißt, wenn ich meine E-Mail gelesen habe, dann muss sie nicht mehr im Klartext vorliegen, oder wenn ich sie beantwortet habe oder sowas, dann muss das normalerweise nicht mehr im Klartext vorliegen. Sprich, wenn ich es wieder brauche, kann ich es ja wieder entschlüsseln. Aber wenn ich es nicht brauche, dann muss ich es nicht entschlüsseln. Und dann kann man das eben so verschlüsseln und den Schlüssel dann zum Beispiel woanders speichern, auf einem anderen Rechner, auf einem Schlüsselrechner zum Beispiel, den man dann benutzt, um die ganzen E-Mails wieder zu entschlüsseln. Da kommt dann eigentlich nur das abhanden, was halt frisch ist. Also aber natürlich, wenn der Administrator Rechte hat, dann bringt das recht wenig, weil er dann wahrscheinlich auf den Schlüsselserver zugreifen kann. Aber es ist halt die Frage, ob sie das wirklich hatten. Weil wenn sie Admin-Zugriff gehabt hätten, hätten sie wahrscheinlich noch mehr machen können. Also wirklich vollen Admin-Zugriff. Und wenn dann halt der Schlüsselserver woanders liegt und der halt wirklich separiert ist, dann kann man wirklich nur immer die aktuellen E-Mails einfach absaugen. Und da dann 16 GB zu bekommen, das dauert eine Weile, bis das wirklich beisammen sind. Also eine E-Mail ist normalerweise kein Megabyte groß, außer es ist ein Anhang dabei. Ja. Es ist nur so ein extra Level of Security, falls ihr das irgendwie einbauen könnt. 16 Gigabyte. Wirkt erstmal nicht nach besonders viel, oder? Ein alter USB-Stick. Gigabyte ist viel. Ich glaube, 16 Gigabyte sind sehr viel, wenn man bedenkt, vielleicht sind es einfach nur E-Mail-Dateien und dann nicht besonders große, dann ist 16 Gigabyte durchaus eine Menge. Also so, wenn kein Anhang dabei ist, sind das mehr als 16.000 E-Mails. Das ist viel, das ist wirklich viel. Das sind alte Sachen dabei, die wahrscheinlich eine ganz schöne Geschichte erzählen. Jetzt ist natürlich die Frage, beantwortet Angela Merkel ihre E-Mails selber? Sind das E-Mails von, keine Ahnung, Normalos wie mir, die dann einfach an Angela Merkel geschickt werden? Was ist da genau dabei, ne? Und sich da durchzuwählen, das dauert dann natürlich immer für die Hacker, aber das wird auch, ne? Also die kann man auch einfach in einem späteren Angriff dann benutzen, um leichter an Merkel ranzukommen, zum Beispiel. Wie viele E-Mails könnten in 16 GB drin sein? Müsste ich rechnen und selbst, ich bin nicht so gut im Kopf rechnen, also sehr viele, wenn es hilft. Ja. Also wenn man durchschnittlich sagt, was stand hier, 75 Kilobyte pro Mail, was, denke ich, Durchschnitt ist, dann sind das 200.000 E-Mails. Wenn du jetzt noch ein paar Anhänge reinrechnest, ich hätte jetzt gesagt, bei mir sind es wahrscheinlich so 16.000 E-Mails.
Ich kann das sogar nachgucken, weil ich habe Google Drive ist bei mir nicht voll. So, chillt, ganz kurz. Schade, ich kann es nicht nachgucken. Okay. Ich hatte gehofft, ich kann es nachgucken. Aber Google zeigt einem nicht mehr an, wie viele E-Mails man insgesamt hat. Sie zeigen einem nur an, wie viele noch ungelesen sind. Aber ja, ich habe keinen vollen Speicher bei Google Drive. Ich habe nur 15 GB, wobei jetzt nicht mehr, aber ne? Aber man kann nachgucken, wie viel Gigabyte das so sind. Und ich habe deutlich mehr als 1000 E-Mails. Also ich habe über 3000 ungelesene Newsletter-E-Mails. Ich sollte ausmisten. Ich weiß, ich bin Datenmessi. Braucht ihr mich nicht nochmal zu sagen? Danke. No? Doch vielleicht war das ja auch alles halb so wild. Etwas Spionage gibt's immer. Tagesgeschäft. Das sind zwar diese abgeflossenen Daten, aber hey, was könnte man damit schon anstellen? Und wie gesagt, man kann auch immer ganz gut die Daten für einen zusätzlichen Angriff benutzen. Also für einen zweiten Angriff dann zum Beispiel, wo man dann nochmal einen Schritt weiter geht und zum Beispiel nochmal Social Engineering dann direkt in ihr Büro reinmacht. Und dann hat man Trojaner auf ihrem Rechner und da kann man dann vielleicht noch geheimere Informationen rausfinden. Ne? Also es ist immer so eine Eskalationsstufe mehr dann, was man kriegen kann. Dann kommen die US-Präsidentschaftswahlen 2016. Putins Bären demonstrieren, zu was sie wirklich fähig sind. The Clinton campaign won't confirm or deny the veracity of any of the emails posted by WikiLeaks. Welche Grenzen sie bereit sind zu überschreiten. Wie viel Schaden man mit ein paar Gigabyte anrichten kann. Oh. Kapitel 2: Die Orange. Orange. So, ich würde sagen, das ist ein perfekter Ort, dass ich mal ganz kurz Mittagspause mache, weil ich schon wieder eine Stunde am Aufnehmen bin und es sind gerade mal 21 Minuten Video vergangen. Ich habe nachher noch ein Meeting und ich mache danach weiter mit der Aufnahme hier. Und genau, wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin wieder da für euch. Und wir machen direkt weiter mit Kapitel 2. Die US-Wahlen im Jahr 2016 haben das Land nachhaltig verändert. Populismus gab es natürlich schon vorher. Die Republikanische Partei hatte bereits seit Jahren einen hart rechten Flügel. Doch alles ändert sich, als Donald Trump Mitte 2015 als Präsidentschaftskandidat antritt. Anfangs nimmt ihn erstmal niemand ernst. Ich hatte den Eindruck, Sie halten gar nicht viel von europäischen Werten. What do you think about the European values? Okay, don't get me wrong. To be honest with you, I think the Europeans are motherfuckers. Ich dachte gerade ganz kurz, dass sie ihn wirklich eingeladen haben. Also ich habe die Folge Extra 3 nicht gesehen, aber die Darstellung sah gut aus. Ein großer europäischer Wert ist sicher die Mutterliebe. Aber weil er so anders ist. Schön übersetzt, oh mein Gott. So ungehemmt. I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? Weil er so viele unsagbare Dinge einfach sagt, stürzen sich die Medien auf ihn. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Ein ungeheures Statement nach dem anderen. I don't know what I said. I don't remember. Lange Diskussionen, was es denn über das Land aussage, wenn dieser Mann mit sowas so erfolgreich Wahlkampf macht. Und Anfang 2016 ist er plötzlich kein Außenseiter mehr, sondern der Favorit in der Republikanischen Partei. Im Rennen gegen die Demokratin Hillary Clinton. History repeats itself oder so. Auf der anderen Seite der Erde, im Kreml. Wladimir Putin verfolgt das Geschehen. Er mag Hillary Clinton nicht. Die beiden haben eine Vorgeschichte. 2011 war sie die Außenministerin der USA. In Russland fanden in dem Jahr Wahlen statt. Im Anschluss verkündete Clinton, dass sie möglicherweise manipuliert waren. Es gab große Proteste im Land wegen der möglichen Wahlmanipulation. Putin behauptete daraufhin, die USA hätten diese Proteste angezettelt. Er hat Clinton nie für die öffentlichen Angriffe vergeben. Sie war außenpolitisch jahrelang seine härteste Gegnerin. Nur am Rande, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wird später feststellen, dass die 2011er Wahlen in Russland tatsächlich manipuliert waren. Putin drückt im Kreml eher Clintons Gegner die Daumen, dem lauten Milliardär. Trump hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder positiv zu Putin geäußert. Trump empfindet Putin als starken Herrscher und als jemanden, mit dem er als potenzieller Präsident gut klarkommen würde. Also spricht Putin mit seinen 3 Geheimdiensten und trifft eine Entscheidung.
Am 19. März 2016 erhält John Podesta ein... Hallo, Pause. Meine Pause-Taste funktioniert bei der ARD-Mediathek manchmal nicht ganz verheerend. Auch hier übrigens, sehr, sehr geiles Beispiel eigentlich für Phishing, was sie hier eingebaut haben. Und zwar, das ist das ganz normale Gmail-Interface. Ihr könnt es übrigens selber auch mal ganz kurz testen oder euch mal auf Phishing testen. Es gibt einen Phishing-Test von Google. Ich suche euch den mal eben raus, dann zeige ich euch den mal eben. Und hier sieht man, also im Endeffekt, da steht auch wieder Google als Absender. Jemand kennt ihr Passwort mit einem Ausrufezeichen. Das Google-Logo kann man auch einfach klauen, aber das wissen viele nicht. Und also ich meine, ihr wisst es wahrscheinlich, aber ihr könnt den Phishing-Test dann auch einfach ganz gerne mit jemandem machen, der vielleicht sowas nicht erkennen würde potenziell. Und der sieht dann so aus. Wir haben den auch schon mal zusammen im Stream gemacht, das weiß ich noch. Und wir sind eigentlich, also ich glaube, wir hatten nicht ganz alles. Jesus, welches Pixel soll ich denn hier treffen? Jetzt komm schon. Ich stelle mich manchmal an wie so ein alter Mann, ey, das ist Wahnsinn. So, genau, also im Endeffekt kann man hier seine Daten angeben, das ist nur, damit es echt aussieht, damit man halt, ne, das sind die Daten, die dann auch ein Hacker von euch hat. Dann gebe ich hier Cedric an und meine E-Mail-Adresse ist kontakt@the-morpheus.de. So, und dann sehen wir hier zum Beispiel eine E-Mail, lukas.meier8000@gmail.com. Aha, in Google Docs öffnen. Dann sehen wir hier auch, wie es unten aussehen würde. Das ist keine echte E-Mail, also da kann nichts passieren in dem Sinne, aber man kann eben hier auf Phishing oder echt klicken. Und das ist ganz, ganz spannend. Wir planen auch sowas Ähnliches noch zu implementieren, weil der Phishing-Test hier ist sehr limitiert leider. Das ist wirklich nur so ein kleines, hey, schau mal, so kann Phishing aussehen. Aber es ist sehr, sehr geil gemacht, weil es halt auch wirklich genau so aussieht dann, wie man es erwarten würde. Und das ist echt cool. Also geht den gerne mal kurz durch. phishingquiz.withgoogle.com ist wirklich von Google. Auch wenn die Domain ein bisschen weird ist, könnt ihr gerne mal durchgehen. Oder könnt ihr auch einfach mal mit Freunden durchgehen oder mit Verwandten, wo ihr sagt, hey, die sind vielleicht nicht ganz so safe. Das Ding ist eben, solche Sachen kann man einfach klauen. Logos kannst du klauen und solche Ausrufezeichen gibt es überall. Und dann nimmst du am besten tatsächlich einfach den Text, den Google dir wirklich schicken würde, aber machst halt einfach deinen gefakten Link hinten dran. Eine E-Mail. John Podesta ist der Wahlkampfmanager von Hillary Clinton. Die E-Mail sieht so aus wie eine Google-Sicherheitswarnung. Sie wurden gehackt, Sie müssen sofort Ihr Passwort ändern. Klicken Sie hier, sinngemäß. Dr. Kerstin Zettel-Schabat forscht an der Universität Heidelberg zu Cyberkonflikten. John Podesta ist ein relativ erfahrener Mann in Sicherheitskreisen in DC. Der ist schon lange im Business und ist deshalb so schlau und fragt einen DNC-IT-Staff. Der fragt diesen Mitarbeiter, ob das eine legitime E-Mail ist und erhält blöderweise als Antwort, das ist eine legitime E-Mail, obwohl der Mitarbeiter eigentlich schreiben wollte, das ist eine illegitime E-Mail. Das ist halt übel. Also, ja. Moment. Warum würde das der Mitarbeiter machen? Ein Tippfehler mit brutalen Konsequenzen. Das ist doch nicht einfach nur ein Tippfehler. Das ist halt genau das. Vielleicht Autokorrektur oder sowas, das könnte ich mir noch vorstellen. Bei mir kommen auch schon öfters mal, wird bei mir noch durch nicht ersetzt oder nicht durch noch ersetzt, wenn ich im Handy tippe. Oh, das John halt Podesta denkt, naja, dann kommt die E-Mail wohl tatsächlich von Google. Also klickt er auf den Link und kommt auf diese gefälschte Seite. Dort gibt er sein Passwort ein. Genau. Und dann sind diese gefälschten Seiten sind ja auch wirklich einfach immer genau nachmodelliert. Also man kann auch auf wirklich eine Website gehen und sich den Quellcode runterladen. Ja? Dann bekommt man sowas wie eine Offline-Version der Seite, die natürlich keinerlei Funktion hat oder sowas, aber zum die Webseite klonen, dann Funktionen reinbauen, dazu reicht das völlig aus. Und die sieht dann am Ende genau gleich aus wie eine echte wie die echte Login-Seite. Ne? Das lässt sich auch optisch nicht mehr unterscheiden. Das Einzige, was man hat, ist oben die Adresszeile. Die dürfte nicht google.com gewesen sein, sondern sowas wie @google.com oder sowas wie mygoogle.com oder sowas, was halt nicht zu Google gehört, aber so aussieht, als würde es zu Google gehören. Es tut mir sehr leid. Wie gesagt, immer noch leicht angeschlagene Stimme. Und das ist immer der Trick, den die Hacker dann benutzen. Also die schicken euch eine E-Mail, die so aussieht, als wäre sie wirklich von Google. Und dann schicken sie euch auf eine Domain, die so aussieht, als wäre sie wirklich von Google oder von irgendwas anderem. Das ist halt die große Gefahr dahinter. Genau. Das kann man, wie gesagt, alles
Katzenhaare. Das kann man, wie gesagt, alles rausfinden und versuchen auch zu analysieren. Und das kann auch ein technischer Mitarbeiter meistens rausfinden. Gerade bei sowas wie Google kann man das recht leicht rausfinden, weil man die URL von Google kennt man ja. Das heißt, man kann einfach gucken, ist das dieselbe oder ist da halt was anderes. Aber es ist super, dass er nachgefragt hat. Es ist wirklich sehr, sehr unpraktisch, dass der da einen Tippfehler gemacht hat. Ich bezweifle ein bisschen, dass das ein Tippfehler war. Oder, also, ich kann mir nicht vorstellen, wie es passieren kann. Das ist halt schon super, super wichtig, gerade bei dem Wort. Die Hacker im System der Demokratischen Partei und haben Zugriff auf die interne Kommunikation, auf die E-Mails, auf nahezu alles, was den Wahlkampf betrifft. Das ist richtig hart. Die Hacker sind alte Bekannte. Mitglieder von Fancy Bear. Sie stehlen 50.000 E-Mails von Podesta. Diese Methode nennt man allgemein Phishing. Phishing ist eigentlich nur die Tatsache, dass sie eine E-Mail geschickt haben und ihn dazu gebracht haben, auf den Link zu klicken. Das ist nicht die Tatsache, dass sie die E-Mails gestohlen haben. Also nicht confusen. Bezeichnet die hohe Kunst, einen Menschen an seinem Computer dazu zu bringen, etwas zu tun, was der Mensch nicht tun sollte. Im Zweifelsfall irgendwas, was eine Sicherheitsannahme umgeht. Ja, irgendwo sein Passwort eingeben, irgendwo eine Software runterladen und ausführen. All das ist so der Bereich des Social Engineering, zu dem man immer dann greift als Angreifer, wenn, die technischen Hürden auf jeden Fall im Weg sind. Der Begriff kommt vom Angeln, weil man das Opfer... Also im Endeffekt, es ist meistens schwerer, eine wirkliche technische Sicherheitslücke bei einer Software zu finden. Und deswegen versucht man, die menschliche Schwachstelle auszunutzen, weil Menschen manipuliert werden können. Social Engineering ist im Endeffekt sowas wie manipuliert man Menschen, dass sie etwas tun, was sie nicht tun sollten. Und was damals noch nicht üblich war, 2016 reden wir ja hier, ne? Aber mittlerweile zum Glück schon, ist, dass man 2-Faktor-Authentifikation auf seinen Geräten drauf hat. Sprich, man braucht nicht nur das Passwort, um sich einzuloggen bei seinem Google-Account, sondern ich brauche noch das Ding hier. Ja, das hier, mein YubiKey in dem Fall. Es gibt einen Haufen Sicherheitskeys. Es gibt sogar von Google einen eigenen Sicherheitskey. Es gibt einige Security-Keys. Und das heißt, ich muss mich nicht nur anmelden, sondern ich muss halt auch auf den Stick, der muss eingesteckt sein und ich muss mit meinem Finger draufdrücken. Also wirklich eine physische Komponente. Oder was Google sehr gerne mittlerweile macht, ist, wenn ihr euch bei Google anmeldet, dann werdet ihr auf eurem Smartphone eine Push-Benachrichtigung bekommen und müsst euch dann auch noch mit dem Smartphone kurz bestätigen, dass das wirklich ihr seid. Einfach nur als extra Absicherung. Und dagegen gibt es leider auch Angriffe mittlerweile, sowas wie einfach Spam von diesen Anfragen, sodass ihr quasi aus Versehen vielleicht so eine Anfrage auf eurem Handy bestätigt, das gibt es, oder so tun, als wäre das irgendwie ein Support-Mitarbeiter oder sowas. Dagegen gibt es mittlerweile auch Angriffe, aber es ist deutlich, deutlich schwieriger, als euch einfach nur euer Passwort zu entlocken. Ist aber auch Teilbereich von eben Social Engineering. Man hat mittlerweile versucht, durch technische Hürden die menschliche Schwachstelle so gut es geht abzufedern, wodurch die Hacks tatsächlich deutlich schwerer geworden sind. Das darf man nicht vergessen. Also es hat sich seither einiges getan, weil man halt auch einfach diese Gefahren erkannt hat. Ködert. Im Podestas Fall sind die E-Mails sehr genau auf ein bestimmtes Ziel zugeschnitten. Und da sieht man es auch ganz gut. Google-support.org oder hilfe@google-support.org. Man denkt vielleicht, aha, das ist Google, aber wahrscheinlich, also ich kenne jetzt die Domain nicht, verzeiht mir bitte, wenn es wirklich Google ist, aber ich persönlich bin erstmal skeptisch, wenn ich das hier lese. Ich glaube nicht, dass das Google ist. Googleaccount.com glaube ich auch nicht, dass das Google ist. Das sind so die Hauptmerkmale. Man sieht es an der Domain immer. Das nennt man dann Spearphishing, Speerfischen. Mit der gleichen Methode greifen die Hacker 300 weitere Mitarbeiter von Clintons Kampagne an. Es ist unklar, wie oft sie erfolgreich sind. Anfang April angelt Fancy Bear dann beim Democratic Congressional Campaign Committee, kurz DCCC. Das ist ein entscheidendes Wahlkampforgan der Demokratischen Partei. Mithilfe weiterer, täuschend echt wirkender E-Mails klauen sie die Logins von mindestens einem DCCC-Mitarbeiter. Und schon sind sie drin. Das ist halt das, was du mit Social Engineering eigentlich erreichen möchtest. Du brauchst ja nicht alle Accounts, sondern wie gesagt, man möchte
erstmal Reconnaissance machen und möglichst gezielt eine Person sparefischen, also halt wirklich eine Person quasi eine E-Mail schicken oder eine SMS oder ein WhatsApp oder whatever, und dann in deren Account reinkommen, so wie das ja auch beim Bundestag war. Und von dort möchte man dann eskalieren, sodass man mehr Rechte bekommt, also auf mehr Mitarbeiter zugreifen kann und am besten am Ende auf alles zugreifen kann. Und das ist leider oftmals sehr erfolgsversprechend, weil wenn man mal im ersten System drin ist, die internen Systeme sind meist nicht so gut abgeschottet, dass man gar nirgends mehr drauf zugreifen kann. Sprich, von einem Mitarbeiter kann man es expandieren sozusagen auf mehrere oder auch eskalieren. Nach dem initialen Zugriff zu den Netzwerken benutzt Fancy Bear vor allen Dingen 2 Malware-Typen, X-Agent und X-Tunnel. X-Tunnel. Kennen wir schon. Das ist die gleiche Malware, die auch auf Claudias PC gefunden wurde. Damit kann man quasi die Zielsysteme kontrollieren und Befehle an das System senden, in diesem Fall mit dem Ziel, Daten exfiltrieren zu können. Während die Hacker das DCCC ausspionieren, finden sie sehr spannende Logins. Mit denen können sie sich in die Parteizentrale der Demokraten einschleichen, das Democratic National Committee, kurz DNC. Dort finden sie zahlreiche Dokumente zur Wahlkampfstrategie der Demokraten. Zum Beispiel ein Dossier zu Trump, voll mit Dingen, mit denen man ihm schaden könnte. Anfang Mai werden die Hacker endlich bemerkt. DCCC und DNC heuern eine Cybersicherheitsfirma an, um ihre Systeme zu säubern. Übrigens hier nochmal ganz kurz gezeigt, ne? Wenn die im April draufgekommen sind, dass die im Mai schon all diese Informationen haben, das ist schnell. Die mussten da richtig reinbuttern, dass die da so viel machen konnten. Aber offensichtlich sind die halt wirklich dann, also wenn die irgendwie gemerkt haben, ey, wir sind da irgendwo dran an was und wir haben da vielleicht Zugriff auf einen Rechner, auf einen Account oder sowas, dann ist wahrscheinlich der Rest von Fancy Bear einfach straight nur noch auf dieser Operation drauf gewesen und hat dann versucht, alles zu eskalieren von dort aus. Und dadurch, dass die halt keinerlei Ressourcen oder sowas managen müssen, sondern einfach nur möglichst viel absaugen wollen, können die das auch finanziell easy stemmen. Das ist ja das Besondere daran. Das wird trotz enormer Anstrengungen bis Oktober dauern. Dabei hätte man die Eindringlinge eigentlich viel früher entdecken müssen. Ein unscheinbares Büro in Moskau. Die Leute, die hier an den Rechnern sitzen, sind Hacker. Sie gehören zu Cozy Bear, einer Gruppe, die höchstwahrscheinlich dem SVR unterstellt ist. Das ist der russische Auslandsgeheimdienst. So, APT 29, ne? Wir erinnern uns, 1 weiter durchnummeriert. Ist auch einfach eine Advanced Persistent Hacker Gruppe, also Advanced Persistent Threat. Und in dem Fall, ja, halt Cozy Bear genannt. Hat aber auch wieder 150.000 verschiedene Namen, 150.000 Sachen, die sie schon gemacht haben. Also jetzt übertrieben gesprochen, ne? Aber die haben das richtig schön aufsortiert hier. Ah ja. Hier, wie das Ganze aufgebaut ist vom FSB, noch Tuala und alles. Boah, ja. Die Hacker sind schon seit Juni 2015 in den Systemen der Demokraten. Viel länger als Fancy Bear. Cozy Bear ist vor allen Dingen für subtilere Cyberspionage bekannt, gegen unterschiedlichste Ziele. So absurd es klingt, Cozy und Fancy Bear wussten wahrscheinlich nichts voneinander. Die haben unterschiedliche Auftraggeber, die mögen sich untereinander nicht, die reden auch nicht miteinander und deswegen ist es nicht unüblich oder es ist schon öfter passiert, dass sie im selben Netzwerk waren. Cozy Bear setzt in der Regel alles daran, möglichst lange unbemerkt zu bleiben. Doch in diesem Fall werden sie bei ihrer Arbeit beobachtet. Die Spione werden ausspioniert. Dem niederländischen Geheimdienst AIVD ist ein Geniestreich gelungen. Auch drauf, er hat alle bereits drauf. 2014 Sicherheitskameras in dem Moskauer Gebäude gehackt. Sie schauen Cozy Bear buchstäblich auf die Finger. So bemerkt der AIVD, dass die Hacker im DNC-System herumschleichen. Und deswegen konnte der niederländische Geheimdienst relativ früh auch die US-amerikanischen Partner darüber warnen, dass Cozy Bear das DNC gehackt hat. Hiervon erfährt dann auch das FBI und das FBI hat dann im Laufe des Jahres 2015, ich glaube im September, das erste Mal auch Kontakt zum DNC aufgenommen. Ein FBI-Agent in Washington ruft beim DNC an und erzählt den IT-Mitarbeitern dort von den russischen Hackern in ihren Systemen. Doch er stößt, bittererweise, auf völlig taube Ohren. Die DNC-Chefs werden später behaupten, sie hätten erst viel später von diesem Anruf erfahren. Vor allem, dass ein FBI-Agent
nicht gehört wird. Das ist schon beeindruckend schlimm. Also ich meine, ich fände es schlimm genug, wenn irgendjemand bei mir anruft und sagt, hey, du wurdest gerade gehackt und ich reagiere nicht drauf, dann ist es schon schlimm. Aber ich meine, das passiert wahrscheinlich häufig. Während, wenn es jetzt FBI ist, ja, unpraktisch. Ich meine, die haben ja schon wahrscheinlich die Möglichkeit, sich auch auszuweisen. I guess. Man hätte die Hacker viel früher entlarven können. Hätte man sich um Cozy Bear gekümmert, hätte man höchstwahrscheinlich bemerkt, dass sich auch Fancy Bear Zugang verschafft hat. Man hätte nahezu alles, was im Sommer 2016 geschehen ist, verhindern können. Hat man aber nicht. Zurück im Frühling 2016. Fancy Bear erstellt eine Website. dcleaks.com. DC für Washington, D.C., das politische Zentrum der USA. Auf der Website lassen sie ab Juni eine Bombe nach der anderen platzen. Sie erstellen eine Fake-Persona, Guccifer 2.0. Sie geben sich als einzelner Hacker aus Rumänien aus, der für alle Leaks verantwortlich sein soll. Guccifer bekommt seinen eigenen Blog. Er kontaktiert die Presse und bietet Informationen an. Dieser DNC-Hack sorgt für Schlagzeilen sofort, Breaking News im Fernsehen. Hillary Clinton is about to hold a press conference answering questions for the first time. There she is at the UN about that email controversy that's cropped up in the last week. Es wird darüber diskutiert, es kommt all dieser Schmutz, den es innerhalb der Demokratischen Partei gibt, all diese Gerüchte und Intrigen, über all das wird plötzlich diskutiert, weil das plötzlich draußen ist in der Öffentlichkeit. Und das schadet natürlich massiv Hillary Clinton und der Partei im Wahlkampf. E-Mails, die zeigen sollen, dass das Democratic National Committee Hillary Clinton klar bevorzugt gegenüber Bernie Sanders, was es eigentlich nicht tun sollte. Es sind zum Beispiel Informationen darüber enthalten, was Clinton in ihren Reden zum Beispiel an der Wall Street bislang verdient hat. Es sind angeblich antikatholische Ressentiments der Partei darin enthalten. So, und jetzt mal eine ganz, ganz dreiste Strategie für alle, die Wahlkampf machen wollen. Wie wäre es mit gnadenloser Ehrlichkeit für einfach alle, die kandidieren wollen? Wäre mal krass, oder? Ach ja, schön wär's. This is long from over, and she has to demonstrate through action transparency, not just through words. Emails, which have become something of a curse for Hillary Clinton. Trump nutzt die Situation zu seinen Gunsten. Donald Trump sagt wortwörtlich auf einer Wahlkampfveranstaltung, Russia. If you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. I think you will probably be rewarded mightily by our press. Clinton ist zu der Zeit in eine Affäre rund um ihr privates E-Mail-Postfach verwickelt. Das hat sie in ihrer Rolle als Außenministerin für offiziellen Schriftverkehr verwendet. Allerdings hat sie laut FBI parallel auch immer wieder private E-Mails aus diesem Postfach gelöscht. Daraus wurde ein Verschwörungsmythos gesponnen, sie hätte etwas zu verbergen. Diese Kontroverse verbindet Trump damals mit dem Hagel an Leaks. Am selben Tag sendet Fancy Bear 76 Spearphishing-E-Mails an Clintons Angestellte. Der Einfluss der Leaks auf Hillary Clintons Wahlkampf ist erheblich. Ob er entscheidend ist, kann ich nicht beurteilen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die Leaks immer zu für Donald Trump günstigen Zeitpunkten ihm in die Karten spielen. Wo am Anfang lediglich Chaos gestiftet werden soll, fokussiert man sich dann im Laufe der Zeit auch gezielt darauf, Donald Trump eben zu unterstützen. Gut einen Monat vor der Wahl spielen die Hacker der Plattform WikiLeaks Podestas E-Mails zu. Und da ist es so, dass Woche für Woche strategisch E-Mails geleakt werden. All diese Leaks sorgen dafür, dass der Eindruck entsteht, bei den Demokraten ist irgendwas shady. So, und jetzt nochmal ganz kurz die Situation auf uns bezogen. Ne? Wir haben jetzt auch dieses Jahr wieder Wahl. Wir wissen, was da passieren wird. Und die Hacker sind seither noch besser geworden. Nur mal so, ne? Also, vielleicht ist es ganz schlau, die Partei oder die Kandidaten, die nicht geleakt werden oder nicht gehackt werden, genau im Auge zu behalten. Das ist jetzt nur so ein Gehirnschiss gerade, aber also man sollte grundsätzlich alle genau im Auge behalten, aber ja. Schwieriges Thema, weil dadurch natürlich auch einfach eine starke Wahlmanipulation stattfinden kann. Das ist einfach nicht ohne. Hillary Clinton schwimmt. Sie muss sich zum einen von ihren eigentlichen Themen verabschieden und muss sich vor allen Dingen auf die Inhalte dieser Leaks konzentrieren. Sie muss sich gegenüber Medienvertretern, aber natürlich auch gegenüber Donald Trump in der öffentlichen Auseinandersetzung, zum Beispiel bei Wahlkampfreden, immer wieder dafür rechtfertigen. Die Leaks sind Teil einer größeren Kampagne.
Zu den Bären kommt eine Armee von Trollen, die aus diesem Gebäude in St. Petersburg heraus arbeiten. Sie beeinflussen den Diskurs zur Wahl online. Ja, das Ding ist ja, Leaks ist das eine, ne? Das andere ist, man muss diese Leaks auch möglichst populär machen. So, wie macht man die Dinger populär? Man spielt die Journalisten zu, die dann das Ganze ein bisschen größer machen. Oder man lässt sie tatsächlich auf Social Media einfach reposten und reposten und reposten. Oder auch die Artikel, die die Journalisten geschrieben haben, reposten und größer machen, als sie vielleicht sonst geworden wären. Damit jeder das Ganze auch mitbekommt. Während andere Sachen, die man vielleicht nicht ganz so groß haben möchte, lässt man halt eher kleiner werden. Sprich, eigentlich ist es auch super relevant, was Journalisten schreiben, wie sie berichten und vor allem, wer diese Inhalte dann auch am Ende teilt. Und gerade das Problem ist in den letzten paar Jahren noch viel, viel stärker geworden. Jetzt, wenn wir uns mal X angucken, ne? Oder auch generell TikTok oder sowas oder andere Social-Media-Plattformen. Immer die meist gehassten Beiträge, auch bei mir, die Sachen, wo ich vielleicht mal einen Fehler gemacht habe, das stimmt nicht, aber die Sachen, die am kontroversesten sind oder vielleicht am meisten die Leute auch empören, ja, das trifft es besser. Die Sachen, die die Leute am meisten empören, das sind die Sachen, die dann am Ende wirklich weiterkommen, weiter viral gehen. Und natürlich vielleicht Unterhaltungscontent. Aber das ist, finde ich, ein Armutszeugnis, weil wir auf Social Media eigentlich auch eine gewisse Verantwortung haben. Und, also, ich meine, ich habe darauf keinen Einfluss, wie viral ein Video geht. Das entscheidet am Ende ihr. Ja? Wenn ihr das mit Freunden teilt, wenn ihr Interesse daran habt, dass andere Leute das Video sehen, wenn, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie lange das Video hier werden wird, es fühlt sich nach mindestens 2,5 Stunden an, sorry dafür, aber grundsätzlich auch, je nachdem, wie der Algorithmus das Video jeweils bewertet, desto mehr Leute erfahren davon. Und das haben Trolle sehr, sehr schnell für sich gemerkt und haben dann halt einfach sehr, sehr viele Inhalte geteilt, die vielleicht auch einfach faktisch falsch sind. Aber Leute, die das nicht direkt hinterfragen, habe ich jetzt auch neulich wieder auf Twitter gesehen. Irgendwas von wegen, hier, genau, Cannabis war das. Von wegen, ja, wenn Cannabis legal wird, dann warum soll denn Cannabis bitte legal für Jugendliche werden? Ja, wird's nicht. Es ist nicht legal für Jugendliche. Aber genau dieses eine Posting, weil da so viele Menschen drunter kommentiert haben, genau das ist viral gegangen. Nicht die faktisch richtige Aussage, unter 18 nein, bis 21 so und so viel Gramm und weniger THC-Gehalt und sowas und über 21 dann offen. So, das ist der große Unterschied dahinter. Und völlig egal, wie ihr jetzt dazu steht, das war einfach nur ein Beispiel. Es ist die falsche Information, die viral gegangen ist, weil die Leute auch mit der richtigen Information drunter kommentiert haben und somit dem Post mehr Reichweite verschafft haben. Das ist dieser abstruse Gedanke dahinter. Und wie viele Leute lesen sich die Antwort auf einen Tweet durch? Weniger Leute, als sich den ursprünglichen Tweet durchlesen. Sprich, allein dadurch, dass man etwas faktisch richtig stellt oder etwas liked oder etwas retweetet oder whatever, mit der richtigen Aussage, allein dadurch geht ein Post mit falschen Aussagen zu mehr Leuten. Und ich finde, da hat Social Media eine gewisse Verantwortung einfach, dass sowas nicht vorkommt. Weil das auch einfach genau die falsche Richtung gehen kann, obwohl man was Gutes im Kopf gehabt hatte. Also wenn ihr was Gutes tun wollt, dann kommentiert Inhalte, die euch gefallen. Inhalte, die ihr mögt. Wenn ihr schlechten Inhalten was Schlechtes tun wollt, kommentiert sie nicht. Guckt sie einfach nicht weiter. Und das ist genau dieser Punkt. Und wenn euch zum Beispiel ein Video von mir sehr gut gefällt, das Beste, was ihr tun könnt, ist, es bis zum Ende durchzugucken und dann einen Kommentar zu geben und vielleicht noch einen Daumen hoch und dann noch zu teilen. Das ist das Krasseste, was ihr für den Algorithmus tun könnt. Aber das gilt halt auch für schlechte Inhalte. Wie zum Beispiel diese falsche Information auf Twitter. So, sorry, wollte ich kurz ausholen. Sie rufen sogar erfolgreich zu Demos in verschiedenen US-Städten auf. Damit, es setzt sich ab. Jetzt. Hillary Clinton verliert die Wahl. Donald Trump wird Präsident. Es ist fast unmöglich zu quantifizieren, wie viel Einfluss die Leaks und Desinformationskampagnen auf dieses Ergebnis hatten und ob sie in irgendeiner Weise entscheidend waren. Aber viele Experten. Vielleicht nur kurz zu Desinformationskampagnen. Wenn ihr Inhalte meldet, manche Plattformen nehmen das auch ernst und ranken sie zumindest im Algorithmus ein bisschen runter. Manche sperren sie komplett. Andere Plattformen, X, macht gar nichts. Also da bringt das eigentlich relativ wenig. Man kann nicht mal melden für Falschaussage, das geht da gar nicht. Ich habe es, wie gesagt, auch probiert, aber ja. Wie Kathleen Hall Jamieson sind sich einig, dass es einen Einfluss gab.
Russland hat die US-Wahlen 2016 zumindest ein Stück weit erfolgreich beeinflusst. Donald Trump triumphiert und macht das möglich, was Experten, Journalisten und politische Beobachter für unmöglich hielten. Er wird als 45. Präsident der USA in dieses Weiße Haus hier hinter mir einziehen. Es ist wahrscheinlich die erfolgreichste Hack-and-Leak-Operation aller Zeiten. Daten klauen, groß veröffentlichen, sich an den Flammen des resultierenden Chaos die Hände wärmen. Die Spionage der Staaten untereinander, also... Es kommt halt immer darauf an, was man möchte. Ne? Also möchte man zum Beispiel eine politische Kampagne erfolgreich durchziehen, dann sorgt man dafür, dass sein Gegenüber schlecht dasteht. Möchte man Geheimdienstinformationen haben, dann sorgt man im besten Fall, so wie Cozy Bear, eher dafür, dass man nicht erkannt wird und saugt einfach die ganze Zeit die Informationen ab. Und gerade mit diesen Leaks, die wir jetzt gerade über China hatten, wie gesagt, Video kommt, ich bin dran, es ist eine lange Recherche, bitte verzeiht mir, sowas braucht Zeit. So, gerade mit solchen Informationen kann man wahnsinnig viel anstellen, auch auf jeder Seite. Also das ist immer das Ding. Man muss immer überlegen, okay, was will ich eigentlich davon? Möchte ich mein Opfer erpressen? Dann sauge ich erst die Daten ab, verkaufe die und erpresse die Leute. Möchte ich jemanden in den Schmutz ziehen? Dann mache ich das. Möchte ich, dass jemand nicht mehr erreichbar ist, nicht mehr seinen Dienst ausführen kann? Dann zerstöre ich einfach nur alles und sorge dafür mit DDoS, dass er halt nicht mehr erreichbar ist. So, es gibt verschiedene Risiken, es gibt verschiedene Ziele von Hackern und je nach Ziel operieren diese Hacker anders. Deswegen kennen sich Cozy Bear und Fancy Bear wahrscheinlich auch nicht. Oder halt nicht so gut zumindest. Eigentlich das macht die so unter sich aus, ja. Aber das jetzt mal so der Öffentlichkeit zum Fraß vorzuwerfen und damit sehr erkennbar Einfluss auf eine Meinungsbildung und eine Wahl zu nehmen, ist schon ein krasses Ding. Wie kann das eigentlich sein? Hacker beschaffen sich Informationen und beeinflussen dann eine Wahl. Und wenn das aus Russland raus agiert, was passiert hier eigentlich? Greift hier eigentlich ein Staat in den demokratischen Prozess anderer Länder ein? Also das ist schon die... Aber ich finde es auch ganz geil, wenn man mal diesen Prozess hinterfragt, ne? Also gerade in den USA hat man meistens eigentlich nur 2 Kandidaten, von denen man dann die Auswahl hat. Und klar, Clinton wurde jetzt hier geleakt, aber das hat ja soweit alles auch gestimmt. Und klar, dadurch wurde die Wahl beeinflusst. Was fair gewesen wäre dann, wenn Trump auch alles hätte offenlegen müssen. Also so wirklich alles von A bis Z, dass jeder durch diese E-Mails hätte durchlesen können und dann gibt es halt auch Berichte darüber. Das kann man auch machen. Ist halt nur ein krasser Eingriff in die Privatsphäre von den Menschen, wenn man da halt dann auch durchlesen kann. Ne? Aber grundsätzlich waren diese Leaks ja an sich nicht falsch. Also die Leaks an sich waren schon falsch, aber die Informationen waren ja keine falschen Informationen. Die falschen Informationen, die zu sperren, okay. Verstehe ich vollständig. Bei den Leaks sollte man aber eher, finde ich, darauf achten, dass es so gleich verteilt ist, dass beide alles offenlegen müssen. Weil das finde ich dann richtig demokratisch, dass man halt auch wirklich weiß, wen man da wählt. Aber das geht jetzt in eine andere Richtung. Also ich weiß nicht, ich mag halt Transparenz grundsätzlich ganz gerne. Wenn man so eine mächtige Rolle vergibt oder auch jemanden wählen soll, dann finde ich Transparenz eigentlich ganz geil. Aber gut, ja, ne, das ist ein ganz anderes Thema. Die große Sorge und ein Super-GAU, wenn man so will. War es jetzt ein Angriff auf die Demokratie? Ich glaube nicht, dass man das an einem einzelnen Teil sagen kann, aber man kann das in der Gesamtentwicklung sehen, dass der sich einfügt in eine Reihe Aktionen, die das gemeinsame Verständnis der Demokratie unterwandern und zerstören. Und in diesem Kampf im digitalen Raum sind Demokratien einfach im Nachteil. Du kannst einen Fernsehsender machen, du kannst 100.000 Sockenpuppen auf Twitter machen, du kannst Hack-and-Leak-Operationen machen und all das spielt in diese Öffentlichkeit rein, die dann darunter zerfasert, zersplittert, sich zerstreitet und die Demokratie destabilisiert. Gleichzeitig sitzt du in der Diktatur und hast das Problem nicht, weil sobald irgendeiner aus der Reihe tanzt, weg. kannst du ein Exempel statuieren und das passiert so schnell nicht nochmal. Ja. Demokratien sind intensiver zu maintainen, zu behalten, während jetzt natürlich, also wenn es gar keine Wahl gibt, so, dann muss man halt nicht groß irgendwie dafür sorgen, dass alle Informationen da sind. Also ich meine, wir haben schon ein großes Luxusproblem damit sozusagen. Ja, naja. Den USA dämmert erst im Nachhinein, was da eigentlich passiert ist.
CIA, FBI und NSA tragen ihre gemeinsamen Erkenntnisse in einem streng geheimen Bericht zusammen. Ja. Anfang 2017 werden einige Passagen gestrichen und er wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Besonders ein Satz ist extrem beunruhigend. Wir gehen davon aus, dass Moskau Lehren aus der Kampagne gegen die US-Präsidentschaftswahl ziehen wird, um zukünftig weltweit Wahlen zu beeinflussen. Ich glaube, die Aggressivität, mit der diese russischen Hackergruppen vorgehen, die Art und Weise, was sie da tun, also in Amerika zum Beispiel Hack and Leak, die Präsidentschaftswahl zu beeinflussen, dass sie so weit gehen, diese Prozesse zu stören, dass man dafür alle Mittel einsetzt, eben auch Cyber, das ist etwas, was vielen nicht bewusst war. Und in Deutschland haben die sich gefragt, 2017 haben wir auch eine Wahl, was heißt das eigentlich für uns? Und dann taucht auf einmal so eine URL auf, btleaks.com. BT wie Bundestag sowie dcleaks.com. Und alle dachten, was passiert jetzt? BTleaks.com, BTleaks.org. Mehrere dieser Seiten waren plötzlich da und das haben deutsche Behörden festgestellt, dass jemand solche Seiten anmeldet. Und dann war die Angst natürlich noch viel größer, da könnte was kommen. Und da kommt genau das Gleiche wie in den USA. Anfang Mai 2017 fliegt Angela Merkel zum ersten Mal seit dem Bundestagshack wieder nach Russland. Sie trifft Putin in seiner Sommerresidenz in Sotschi. Dort konfrontiert sie ihn mit dem Vorfall. Putin entgegnet, dass man sich nie in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmische. Darauf antwortet Merkel, dass sie davon ausgehe, dass die deutschen Parteien ihren Wahlkampf untereinander ausmachen können. Deutliche Worte, dass Russland sich bitte raushalten möge. Am Ende wird die Bundestagswahl in Deutschland nicht durch große Leaks beeinflusst. Bis heute ist unklar, was mit den 16 Gigabyte aus dem Bundestag geschehen ist. Ich wüsste auch nicht eine einzige Information, die auf dem Bundestag-Hack bezogen je öffentlich gemacht worden wäre. Aber das ist auch so eine Art, darüber zu denken, es gibt ja auch keine Notwendigkeit. So, es kann auch sein, dass sie irgendwas Interessantes gefunden haben, das für sich verwendet haben, auf welche Art und Weise auch immer. Das Ding ist halt, nehmen wir einfach mal an, also man weiß ja nicht genau, was das Ziel ist, wenn jetzt der GRU den Bundestag angreift, in dem Sinne. Man weiß ja nicht, was sie von uns wollen. Vielleicht, und das war auch die Vermutung, die ich von manchen gehört habe, das kann man, wie gesagt, alles nicht genau verifizieren, aber vielleicht ist es auch so eine Sache, dass man eher in Richtung Erpressung geht. Dass man dann eher sagt, okay, schau mal, entweder du machst das jetzt für uns oder wir leaken diese Information über dich. Das kann man ja jederzeit auch machen, je nachdem, wie schlimm diese Information ist, je nachdem, was das Ziel ist, weil wir halt so ein Mehrparteiensystem haben, bringt es ja nicht so unbedingt was, wenn man jetzt eine Partei so krass in den Schmutz zieht. Also je nachdem kann man das natürlich mal machen, wenn die eine Partei halt komplett scheiße ist für zum Beispiel jetzt einen Staat wie Russland. Aber man weiß ja nicht genau, was das Ziel wirklich am Ende war. Und dann kann man sagen, okay, gut, hier schon mal, ich habe diesen Informationshappen über dich. Entweder du bist jetzt auf meiner Seite und du machst das, was ich möchte und du stimmst vielleicht in einer Abstimmung so, oder wir leaken das. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Oder Erpressung oder was auch immer. Also da gibt's viele Angriffsszenarien und eben solche Leaks sind eben nur einer davon. Übrigens, ich will mal ganz kurz anmerken, wie gut das hier funktioniert mit dem Freistellen. Ich habe keinen Greenscreen hinter mir, ne? Das ist schon sehr, sehr geil. KI macht's möglich. Die Jagd auf Scaramouche geht indes weiter. Es wird noch einige Zeit dauern, bis man ihn endlich identifiziert. Der Stil ist geil. Ich liebe das. Einige seiner Kollegen haben da weniger Glück. Oh, echt? Kapitel 3 – Die Putzkolonne. Am 10. April 2018 landet eine Passagiermaschine aus Moskau am Flughafen Schiphol in den Niederlanden. Unter den Passagieren befinden sich 4 Russen. Sie sehen aus wie ganz gewöhnliche, reisende Geschäftsleute. Alexei Minin und Oleg Sotnikov sind in ihren 40ern. Sie sind gut drauf.
Hinter ihnen laufen 2 jüngere Männer, Evgeny Serebriakow und Alexei Morenetz. Sie alle sind Diplomaten, zumindest laut ihren Pässen. Ein gut gekleideter Mitarbeiter der russischen Botschaft empfängt sie in der Eingangshalle und geleitet sie aus dem Flughafen. In Wahrheit sind Minin, Sotnikow, Serebriakow und Morenetz Teil eines Spezialteams von Fancy Bear. Sie sind darauf trainiert, Einsätze im Ausland durchzuführen. Die ersteren sind für klassische Spionage und Aufklärungsarbeit zuständig. So, und da kommen wir in einen ganz anderen Bereich von Security, der momentan immer relevanter wird. Und das macht mir persönlich ein bisschen Angst. Und zwar in den Bereich der Physical Security, also quasi physische Einbrüche, die ein Cybersecurity-relevantes Bedrohungssystem sind. Ja? Ihr könnt euch das so vorstellen. Habt ihr Watchers gespielt? Da sieht man das sehr, sehr häufig. Wenn man wo einbricht und zum Beispiel einen USB-Stick einfach direkt an den Server dranhängt, von dem aus zum Beispiel, ich hab hier so ein, achso, ihr seht das gar nicht, scheiße. Ich habe auch so einen hier rumfahren. Das ist so ein USB-Stick, den hängt man einfach wo dran. Das sieht aus wie ein ganz normaler USB-Stick, aber ich kann über Wi-Fi einfach auf das Ding zugreifen. Das ist wie ein Remote-Controller sozusagen. Der simuliert intern einfach ein komplettes Betriebssystem und dieses komplette Betriebssystem ist über USB an meinen Rechner dann angeschlossen und ich kann meinen Rechner über diesen USB fernsteuern. Das ist ein richtig großes Angriffsszenario, aber es ist auch schwer, das kann man kaum irgendwie schützen, ja. Ich müsste dazu alle meine USB-Ports einfach abklemmen, dass man nicht mehr drankommt. Oder ich gucke jedes Mal nach oder ich verbiete alle USBs, die nicht dran sind. So, das kann ich machen. Ist aber halt schwer durchzuführen. Aber der Angriff ist auch sehr schwer durchzuführen. Man muss nämlich physisch vor Ort sein. AKA, man muss einbrechen. Und das ist in letzter Zeit immer mehr im Kommen, dass wenn es wirklich so High-Value-Targets sind, gerade so staatliche Hacker, dass die dann tatsächlich vor Ort sind, einbrechen und dann sowas machen. Gibt noch ein paar andere Angriffsszenarios, zum Beispiel ein USB-Ladekabel für euer Handy, dass man das einfach austauscht und da an das Kabel sozusagen die Debug-Funktion vom Handy aktiviert und dann von eurem Handy aus oder halt auf euer Handy aus zugreifen kann. Und das Kabel sieht einfach aus wie ein ganz normales Kabel, aber man kann es halt fernsteuern. Oder zum Beispiel für eure Tastatur quasi sowas zwischenklemmen zwischen den USB-Eingang von eurer Tastatur, da einen kleinen USB-Zwischenstecker dran und dann geht's an den Rechner dran. Das sieht man fast gar nicht. Das ist super, super schwer zu erkennen. Und darüber kann man einen Keylogger installieren. Sprich, alles, was ihr von der Tastatur tippt, wird auch gespeichert und weitergeleitet an jemanden, der über Wi-Fi zum Beispiel zugeschaltet ist. Oder Bluetooth oder whatever. Ne? Also dazu muss man natürlich vor Ort sein, aber das ist halt nochmal ein ganz anderes Verteidigungsszenario, weil das so viel schwerer zu verteidigen ist, wenn man auch bedenken muss, dass Leute einbrechen können. Man kann als Unternehmen selten wirklich dafür sorgen, dass seine ganzen Rechner permanent überwacht sind. Klar, Banken machen sowas, Serveranbieter machen sowas mittlerweile auch und die haben auch wirklich physische Guards da rumstehen, also Wachmänner da rumstehen, die dafür sorgen, dass halt nicht eingebrochen wird. Weil das mittlerweile auch ein Cybersecurity-Szenario ist und sich sogar lohnt für manche Gruppen. Wie gesagt, die haben ja kein Need für Geld, so in dem Sinne. Die müssen einfach nur irgendwie die Sachen halt machen. Ist egal, wie viel Geld sie dabei ausgeben. Und das ist halt schon krass. Ist einfach nochmal ein ganz anderes Bedrohungsszenario, aber wie gesagt, auch leider sehr am Kommen. Die letzteren sind Hacker. Die Gruppe mietet sich einen Kleinwagen und fährt nach Den Haag. Dort schauen sie bei einem Elektronikfachhandel vorbei und kaufen eine große 12-Volt-Batterie sowie ein Batterieladegerät. Anschließend checken sie in ein Hotel ein. Am nächsten Tag macht sich Minin auf den Weg zur Zentrale der OPCW. Das ist eine internationale, unabhängige Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Die OPCW analysiert hochgefährliche Kampfstoffe und prüft, ob Staaten zum Geil! Das Easter Egg, oh mein Gott, ich liebe es so sehr. Blender is better than Maya. Ey, ich liebe es wirklich. Die Leute haben so viel Humor. Es ist so geil. Ich weiß nicht, ob ihr Maya kennt. Maya ist ein 3D-Modellprogramm. Blender ist auch ein 3D-Modellprogramm. Blender ist Open Source. Maya kostet was. Alter, ist das cool. Oh mein Gott, ich hoffe, dass wirklich. Ich habe so viele Easter Eggs wahrscheinlich noch nicht gesehen. Really, really dangerous.
Jetzt bin ich die ganze Zeit auf Suche nach Easter Eggs, ne? Es ist so gut. Zum Beispiel in Kriegen gegen internationales Recht verstoßen. Die OPCW hat zu der Zeit gerade die Untersuchung einer sehr heiklen Probe abgeschlossen. Der ehemalige russische Doppelagent Skripal war im Exil in Großbritannien. Dort wurde ein schwerer Giftanschlag auf ihn und seine Tochter verübt. Die Briten vermuten, dass Russland sich so an ihm für seinen Verrat gerächt hat. Das eingesetzte Gift sei das berüchtigte Novichok aus Russland. Der Bericht der OPCW zu dem Vorfall erscheint an diesem Tag. Er wird die britischen Anschuldigungen bestätigen. Minin verschafft sich einen Überblick der Situation vor Ort. Er fotografiert das OPCW-Gebäude und das Marriott Hotel direkt nebenan. In 2 Tagen, am 13. April, wollen die Hacker zuschlagen. Die Zeit drängt. Was sie nicht ahnen, sie werden von Beginn an beobachtet. Vom niederländischen Militärgeheimdienst, dem MIVD. Alter. Okay. We could very easily pick them out and actually follow them from the gate on. Dieser Mann ist eine hochrangige Führungskraft beim MIVD. Er hat sich uns nicht namentlich vorgestellt. Voraussetzung für das Interview war, dass wir ihn unkenntlich machen. Er muss etwas grinsen, wenn er über den Mietwagen der Gruppe spricht. Their budget was not enough to hire the big car, so they had to fit the car into their budget, which ended up in a Citroën C3. So that's a rather smallish car. Seine Organisation verfolgt die Gruppe ab der Sekunde, in der sie Fuß auf niederländischen Boden setzt. Aber woher weiß der MIVD überhaupt, dass sie kommen? We speak with some partners about those kind of topics. And in one of those conversations, we found out for the GRU, hackers are working within the APT-28 realm, Siberyakov and Moronets. And by coincidence, we found out that they were on a flight from Moscow to Amsterdam. APT-28, also mal wieder Fancy Bear. Laut dem Guardian kam der Tipp womöglich von einem britischen Geheimdienst. Zurück zum Hacker-Team. Es ist Freitag der 13. Sie schlagen zu. Sie fahren mit ihrem Mietwagen auf den leeren Parkplatz des Marriott Hotels, möglichst dicht an die Grenze zum OPCW-Grundstück. Die Rückseite des Autos ist auf die Zentrale gerichtet. Im Kofferraum des Wagens befindet sich ziemlich viel Technik. Die frisch gekaufte Batterie und ein Spannungsregler versorgen einen Computer mit Strom. Dieser Computer ist mit einem Laptop vorne im Auto verbunden. Den nutzen Serebriakov und Morenetz, um den Angriff zu steuern. Kannst dich gut erkennen, aber... Doch, man kann es erkennen. Es ist noch ein Easter Egg. Ey, es ist so geil. Es ist, glaube ich, es ist JavaScript. Wenn man es ein bisschen ranzoomt, dann kann man es erkennen. Da steht sowas wie let count ist gleich 0, deswegen ist es wahrscheinlich JavaScript. Und hier steht auch sowas wie Span Class, was HTML wäre. Das ist quasi so ein HTML, was man mit JavaScript dann anzeigen kann. Also quasi eine Webseite, ja. JavaScript ist der Teil von Webseiten, der so alles ein bisschen dynamisch macht. Und HTML ist das, was die Inhalte definiert. Also zum Beispiel, wenn da steht H1, dann ist es eine große Überschrift und dann Hallo Welt. Dann ist es einfach eine große Überschrift. So, und die kann ich mit JavaScript quasi rein animieren. Und da steht, mach mal hier einfach irgendwie einen Break rein, also quasi eine neue Zeile. Oder Hacking Animation. Also Hacking Animation steht tatsächlich einfach dort drin. Und irgendwas mit Connecting Kashmir und dann Please Stop Calling. Irgendwie sowas. Genau, kann ich nicht lesen. Es ist so cool. Steuern. Dazu kommt das Herzstück der Operation. Ich liebe alles daran. Der Computer ist über einen Wi-Fi-USB-Stick mit einer Flachantenne verbunden. Die liegt unter einer Jacke verborgen auf der Laderaumabdeckung. Mit dieser Antenne imitieren die Hacker das echte Wi-Fi-Netzwerk der OPCW. Geräte im Gebäude verbinden sich dann potenziell automatisch mit dem gefälschten WLAN-Netzwerk der Hacker. Ja, das haben wir bei mir auf dem Kanal auch schon mal gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht. Das war eins meiner ersten Hacking-Videos. Wi-Fi-Hacken. Und zwar, also ich rounde hier mal ganz kurz ab. Es soll kein Tutorial sein. Ich will das erklären, was da gezeigt wird. Okay? Für YouTube-Algorithmus Menschen. Das Video ist mittlerweile. Nein, ist noch da. Psst. Egal. Auf jeden Fall ist das für eure eigene Sicherheit, ja? Also, passt auf. Und zwar, wenn ihr, sagen wir mal, ihr habt zu Hause euren Router, ja?
der baut ein Wi-Fi-Netzwerk auf. Der baut das Wi-Fi-Netzwerk natürlich jetzt für eure Wohnung, sagen wir mal, auf. Wenn jetzt allerdings, sagen wir mal, eure Küche ist der Raum, der am weitesten, das ist bei mir tatsächlich so, der Raum, der am weitesten weg ist von eurem Wi-Fi-Netz. Und jemand baut direkt neben eurer Küche ein neues Wi-Fi-Netz auf mit exakt demselben Namen wie euer Wi-Fi-Netz. Also nehmen wir es einfach mal WLAN ohne ELAN. Ja, so heißt euer Wi-Fi-Netz. So. Und jemand baut direkt neben eurer Küche nochmal ein Netzwerk namens WLAN ohne ELAN auf. Dann verbindet sich das Gerät theoretisch zuerst mit WLAN ohne ELAN, weil das näher dran ist. Dann sagt aber das Fake-WLAN ohne ELAN, sagt dann, hey, das Passwort stimmt ja gar nicht. Und dann geht das Gerät her und geht zum echten WLAN ohne ELAN. Aber was jetzt das Fake-Netz hat, ist, es hat einen sogenannten Handshake. Also quasi euer Gerät wollte sich mit dem Fake-Netz verbinden und das Fake-Netz hat dann gesagt, ja, sorry, also nee, irgendwie nicht. Oder es hat sogar angenommen, das kann auch vorkommen, das kann man machen, wie man möchte. Und dadurch habt ihr jetzt diesen Handshake und in dem Handshake steht das Passwort drin. Das Passwort ist allerdings nicht im Klartext, sondern es ist mehrfach gehasht worden, also quasi, es ist nicht verschlüsselt, aber es ist unkenntlich gemacht worden. Sprich, was der Hacker jetzt machen kann, ist, er kann es sozusagen cracken und einfach Passwort ausprobieren, ganz, ganz oft. Und dann kriegt er irgendwann das echte Passwort und kann sich dann mit diesem echten Passwort beim echten WLAN ohne ELAN einloggen. So funktioniert eigentlich ein Wi-Fi-Angriff. Da ist immer dieses Brute Forcen ist dann noch dabei, also dieses alle Passwörter ausprobieren. Deswegen ist auch die Regel, benutzt ein sehr, sehr starkes Passwort und dann kann man den Angriff eigentlich fast vernachlässigen. Im Glauben, dass es sich um eine vertrauenswürdige Verbindung handelt. Sobald sie sich verbinden... Ich war noch gar nicht fertig. Haha, sorry. Was natürlich aber auch passieren kann, ist, wenn jetzt jemand bei euch das falsche WLAN ohne ELAN aufgespannt hat und ihr verbindet euch damit und dieses Netzwerk ist halt auch einfach mit dem Internet verbunden, also dieses Fake-WLAN ohne ELAN, dann denkt euer Gerät, ah ja, ich bin mit dem echten WLAN ohne ELAN verbunden. Man kann auch einfach sagen, ey, nimm einfach jedes Passwort an. So, dann denkt euer Gerät, es ist mit dem echten WLAN ohne ELAN verbunden und kommuniziert ganz normal über dieses Netzwerk drüber. Aber der Administrator von dem Fake-Netz kann jetzt hergehen und zum Beispiel einzelne Domains umbauen. Das heißt, wenn ihr google.com aufruft, dann leitet euch das weiter in ein internes, gefaktes google.com. Das heißt, man muss einfach nur den DNS ein kleines bisschen manipulieren, ja, das geht. Und dann denkt euer Gerät, aha, ich bin eigentlich bei google.com, aber ihr seid gar nicht bei google.com und ihr gebt dann die Informationen an Google und in Wahrheit sind die ja zum Beispiel einfach gar nicht verschlüsselt. Mittlerweile gibt es Techniken, um sowas zu erkennen, aber es ist nicht, also klar, man muss drauf achten, also der Nutzer muss drauf achten. Genau. Und manche Sachen werden auch grundsätzlich einfach nicht verschlüsselt übertragen. Und Bilder waren lange ein großes Thema. Das heißt, man konnte einfach über dieses Fake-Netz die Bilder angucken. Also nur die Bilder, nicht den Text, nicht Kreditkartendaten oder sowas. Aber die Bilder konnte man sehen, die übertragen wurden, die quasi der Benutzer angefragt hat. Und das hat teilweise schon ausgereicht, um Informationen über die Person zu bekommen. Also das ist auch so eine Art Angriff, die man da fahren kann. Nennt sich Evil Twin Angriff. Haben wir auch schon gemacht bei mir. Genau. Können die Hacker die Zugangsdaten der Geräte klauen. Mit diesen Zugangsdaten können sie dann in das Netzwerk der OPCW eindringen. Wahrscheinlich wollen die Hacker Daten der OPCW klauen, um die Ergebnisse des Skripal-Berichts irgendwie anzufechten. Oder vielleicht wollen sie die OPCW irgendwie anderweitig durch einen Leak diskreditieren. Doch so weit kommt es nicht. Wie gesagt, solche Informationen sind normalerweise auch verschlüsselt. Also auch wenn diese Informationen über ein öffentliches Wi-Fi-Netz oder über irgendein unsicheres Wi-Fi-Netz durchgeschleust werden, entweder ihr bekommt angezeigt, Achtung, das ist keine sichere Verbindung, bitte geht dann nicht auf diese Webseite von eurem Browser, mittlerweile zumindest, oder die Informationen sind an sich schon verschlüsselt. Also das ist wirklich besser geworden. Es gibt Möglichkeiten, das zu umgehen, aber die sind sehr, sehr kompliziert. Klar, für Fancy vielleicht im Rahmen des Möglichen, weiß man nicht. Aber es gibt immer Möglichkeiten, irgendwas zu umgehen. Die niederländischen Behörden schlagen zu. Spezialeinsatzkräfte fahren in 2 Autos langsam und unauffällig auf den Parkplatz. Dann reißen sie die Türen auf und nehmen die 4 Männer fest.
Einer wehrt sich und versucht noch, sein Handy kaputt zu treten. Ohne Erfolg. Ich wollte gerade sagen, also kaputt treten funktioniert meistens nicht. Um die Daten auf einem Handy wirklich zu zerstören, am besten in die Mikrowelle legen. Oder auf ein Induktionsherd. Induktionsherd ist sogar noch besser. By that moment, the special ops guy had grabbed him by his shoulder and laid him down on the soil. Very softly, of course. And what we found on site was quite embarrassing. Sie finden eine Plastiktüte mit einigen leeren Bierdosen und anderem Müll aus dem Hotelzimmer der Russen. Ein Versuch, keine Spuren zu hinterlassen. Dazu kommen 20.000 Euro und 20.000 Dollar in bar, in frischen Hunderternoten. In Morinets Hosentasche findet der MIVD eine Taxiquittung aus Moskau. Es handelt sich um eine Fahrt von der Rückseite einiger GRU-Baracken zum Flughafen am Tag der Einreise in die Niederlande. Im Anschluss analysieren die Einsatzkräfte die Geräte der frisch ertappten Hacker und Spione. Eines der vielen Handys, die der MIVD beschlagnahmen konnte, wurde erst am Tag vor der Abreise aktiviert. Der nächstliegende Funkturm ist quasi nebenan der GRU-Baracken. Alles ziemlich entlarvend. Doch der MIVD findet noch deutlich mehr auf den Computern der Männer. Also man stellt fest, als man diese Laptops untersucht hat, dass diese Hackereinheit schon an vielen Orten der Welt unterwegs war. 2016 war Serebriakow mutmaßlich in Lausanne in der Schweiz. Sein Ziel dort war höchstwahrscheinlich die Welt-Anti-Doping-Agentur. Im Skandal um manipulierte Daten von Dopingtests in einem russischen Kontrolllabor hat die WADA Russland für 4 Jahre von allen sportlichen Großveranstaltungen ausgeschlossen. Im Dezember 2017 ist Serebriakow augenscheinlich nach Kuala Lumpur in Malaysia gereist. Dort soll er versucht haben, die malaysische Polizei zu hacken. Die hat zu der Zeit den Absturz der Maschine MH17 untersucht. Ein malaysisches Passagierflugzeug ist über dem Osten der Ukraine abgestürzt. Das Flugzeug wurde von Separatisten im Dienste Russlands mit einer russischen Bodenluftrakete abgeschossen. Und der Parkplatz vor der OPCW in Den Haag wäre auch nicht der letzte Stopp des Teams gewesen. Sie hatten Zugtickets von der niederländischen Stadt Utrecht nach Bern. Dieses Mal wäre das Ziel wohl das Spiez-Labor gewesen. Das Labor hat zu der Zeit ebenfalls das bei Skripal verwendete Gift untersucht. When you want to have a result very early, very fast, then you have to take some risks. Manchmal ist das für Hacker notwendig, möglichst nah ranzugehen. Da reicht das nicht, einfach E-Mails zu verschicken. Da muss man an die Systeme, die man hacken will, an die Netzwerke möglichst nah ran, zum Beispiel WLAN-Netzwerke oder andere, damit. Also man muss nicht unbedingt. Wenn man über eine E-Mail reinkommt, ist es top, aber manchmal schafft man es halt nicht, weil alle Leute wirklich gut geschult sind, weil niemand oder weil man einfach den Zugriff nicht exploiten kann, beziehungsweise weil man einfach nicht eskalieren kann. Sprich, man kommt vielleicht in so ein unnötiges Konto rein von einer Person, aber von dort kriegt man nicht mehr Informationen oder nicht die Informationen, die man braucht oder nicht den Zugriff, den man braucht. In dem Fall wollten sie ja einen Bericht sozusagen verändern. Und das ist super, super schwer. Den Zugriff bekommt man wahrscheinlich einfach nicht so einfach, weil der wirklich vielleicht auch abgekapselt ist und gar keinen richtigen Internetzugriff hat. Das heißt, die Person selber, die sie da gehackt haben, die hat gar nicht die Möglichkeit, das zu verändern. Das kommt häufig vor eigentlich. Also das ist halt kritische Infrastruktur. Ist auch bei uns in Deutschland so tatsächlich. Kritische Infrastruktur ist normalerweise nochmal mehrfach gekapselt. Die haben richtig, richtig hohe Anforderungen an die Security, sodass man jetzt nicht einfach, wenn man den niedrigsten Mitarbeiter, so den Hausmeister von einem Atomkraftwerk gehackt hat, dass man von dort dann direkt quasi eine Überlastung der, keine Ahnung, der Kühlung oder sowas bei einem AKW auslösen kann. Das funktioniert nicht. Logischerweise. Im besten Fall funktioniert das natürlich nicht. Aber klar, es ist eben durch mehrere Sicherheitsebenen durchgesperrt. Und da kommt man dann halt einfach nicht rein. Da kommt wahrscheinlich nicht mal der Administrator selbst rein. Im besten Fall. Man auch weiß, welche Sicherheitssysteme da implementiert sind. Und manchmal macht es auch Sinn, weil man vielleicht an die Leute rangehen kann, die aus diesem Gebäude rein und rauslaufen. Wir haben die Hacker die Putzkolonne genannt, weil wir den Eindruck hatten, dass die immer dann tätig werden, wenn irgendwas Wichtiges passiert ist und etwas ist nicht so gelaufen, wie es laufen musste, und dann müssen die halt hinterherräumen. I think they're good, they're very good, but sometimes we are better. Für den MIVD war die Operation ein ziemlicher Erfolg.
Normalerweise arbeiten sie im Geheimen. Aber wie sie ein Fancy Bear Spezialeinsatzkommando hops genommen haben, erzählen sie gerne. Dieses Mal hat der Geheimdienst rund 5 Monate später eine große Pressekonferenz veranstaltet und sie geben sogar irgendwelchen YouTubern aus Deutschland Jahre später ein Interview. It took some debate to go public with this operation, but it has to actually do with sending out a message. And the message is more or less, espionage is cool. I think it's the second oldest trade in the world. Hacking is even more cool. So that's no problem at all. We all do it. It takes one to know one. But hack and leak is malign. Das Fancy Bear Team. Ganz kurz zu der Aussage. We all do it. Das hat der niederländische Geheimdienst da gerade quasi gesagt, ne? Um Elon Musk zu zitieren, let that sink in oder so. Das ist eine Aussage. Das ist krass. Lässt der MIVD damals gehen und schickt sie zurück in die Heimat. Wohl aus diplomatischen Gründen. Die Putzkolonne sah in diesem Fall ziemlich unglücklich aus. Warum in aller Welt behält man denn so eine verräterische Quittung? Thanks God for the bureaucracy. That's also an item in the Russian Federation. You have to keep your receipts in order to get your reimbursement. Das sind de facto Hackersoldaten. Das sind Menschen, die Beamte sind, die gehen in Russland morgens zur Arbeit und haben ihre Aufträge, die sie erfüllen sollen. Das ist übrigens auch bei anderen Hackergruppen nicht anders, ne? Also die haben ganz normal, also normalerweise ganz normale 9-to-5-Jobs oftmals. Die gehen jetzt nicht zur Arbeit und sind dann irgendwie, keine Ahnung, die gehen ganz normal zur Arbeit. Die sitzen nicht irgendwie in ihrem Keller und machen das hobbymäßig oder sowas. Nein, die werden dafür einfach bezahlt. Die wurden auch teilweise vom Staat ausgebildet. Also jetzt bei Fancy Bear oder bei Russland weiß ich das nicht. Aber es gibt Staaten, die bilden wirklich einfach Hacker staatlich aus. Die sind dann einfach Angestellte im Staat. Das kann man schon machen. Aber dementsprechend haben die halt auch ganz normale Arbeitszeiten und ganz normale Ruhezeiten. Und vielleicht arbeiten sie mal an einem Sonntag oder nachts oder sowas durch. Das ist dann halt wie Schichtdienst bei uns, aber man muss sich das wirklich als ganz normalen Job vorstellen. Ja? Kapuzen, keine Mr. Robot-Vibes, feste Abläufe, feste Arbeitszeiten, fiese Chefs. Also übrigens auch bei wirklich, bei normalen Ransomware-Gangs auch. Wir hatten uns mal bei Conti angeguckt. Die haben ganz normale Unternehmensstrukturen. Es gibt Leute, die führen den Laden. Es gibt Leute, die sind quasi HR, also Personalabteilung. Und es gibt Leute, die sind Hacking-Abteilung. Es gibt Leute, die sind Social Engineering-Abteilung. Und dann haben die alle untereinander die Connections, sind hierarchisch aufgestellt und alles. Das ist wirklich eine Organisation. Teilweise, wie gesagt, gewinnorientiert, sprich, sie müssen eben Gewinn machen durch, wir veröffentlichen die Daten, wir verschlüsseln Daten, wir erpressen dich. Oder eben in dem Fall halt staatlich einfach eine quasi Behörde oder ein Teil einer Behörde. Das ist nicht mehr so Hacking-Untergrund und klar gibt's auch, aber das ist nicht mehr unbedingt das, was wir unter APTs verstehen. APTs sind wirklich organisiert im Sinne von als Behörde oder als kommerziell erfolgreiche Hacking-Gruppe, die arbeitet wie eine Firma, ohne Steuern zahlen halt. Ja. Schlechte Kaffeeautomaten. Und das Geld fürs Taxi muss man sich halt später von der Buchhaltungsabteilung zurückholen. Ja, keine mystischen Figuren. Beamte. Russland bestreitet, dass die 4 Männer Spione und Hacker waren. Sie wären einfach auf einem Routinetrip gewesen. Wer kennt sie nicht, die Routinetrips mit der Flachantenne im Kofferraum? Na ja, gut, also ich meine, wenn du physischer Hacker bist, ist das jetzt nicht wirklich irgendwie ungewöhnlich, I guess. Es gibt auch wirklich solche Koffer für Hacker, die, was ist dein Hacking-Gadget sozusagen? Oder was ist in deinem Hacking-Gadget-Koffer drin? Das sind dann meistens für solche physischen Operationen. Es gibt Leute, die machen physische Operationen häufiger mal. Das ist auch in manchen also vielleicht ganz kurz, wie Hacker beauftragt werden. Es gibt ja auch gute Hacker, ja. Ne? Ich mache mittlerweile eigentlich sowas fast gar nicht mehr. Wir werden beauftragt, solche Angriffe durchzuführen. Und mit diesen Angriffen sagen wir dann den Unternehmen, wie wir reingekommen sind, sodass die das fixen können, sodass die das reparieren können, sodass das nicht mehr passieren kann. Ja? Und da gibt es eben mehrere Szenarien. Also zum Beispiel sagen viele Firmen, sie wollen nur ihre Webseiten
analysieren. Das heißt, sie wollen quasi nur, dass man guckt, ob man über eine Schwachstelle in der Website reinkommen kann. Wie wir gerade vorhin gelernt haben, ist Social Engineering aber viel, viel häufiger oder solche physischen Angriffe sogar. Sprich, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Also die Unternehmen, die das machen, der größte Teil beschränkt sich darauf, aber eigentlich ist das eher nicht so schlau, sich darauf zu beschränken. Deswegen gibt es manche Unternehmen, die sagen auch noch, okay, wir machen Social Engineering, schick unseren Mitarbeitern so viel Phishing, wie du möchtest. Gut, das ist dann wiederum eine Gefahrenquelle mehr ausgeschlossen, wenn man das auch mit abdeckt. Jetzt gibt es aber auch Unternehmen, die sagen, ey, versuch bitte auch bei uns einzubrechen. Versuch auch wirklich Physical Security zu testen. Und die gehen dann wirklich mit so einem Hacking-Koffer vor Ort und schauen, ob sie dann da reinkommen. Versuchen auch teilweise Einbrüche zu machen oder sowas. Ich habe da schon mit einem zusammengearbeitet und mit ein paar anderen schon geredet in dem ganzen Bereich. Und ich persönlich habe sowas eigentlich nicht wirklich gemacht. Ich bin nicht so der physische Mensch. Ich mag ja Hardware und sowas auch nicht so gerne. Aber da gibt es auch wirklich Leute, die das halt hauptsächlich machen, sich auf physische Security zu konzentrieren. Diese etwas absurde Episode auf dem Hotelparkplatz in Den Haag macht eine Sache deutlich. Man kann Putins Bären abwehren. Das gelingt auch in Deutschland immer wieder. Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung wurde zum Beispiel erfolglos angegriffen. Oder in Frankreich. Angriffe auf Emmanuel Macrons Wahlkampf 2017 waren ebenfalls ziemlich erfolglos. Und auch die USA haben die Sabotage ihrer Demokratie nicht einfach so über sich ergehen lassen. 2018 setzen sie ein Zeichen. Im Februar des Jahres klagt die US-Justiz 13 russische Staatsbürger und 3 russische Unternehmen an. Sie alle hätten gezielt versucht, das amerikanische Politsystem zu beeinflussen. Kurze Zeit später haut die US-Justiz eine weitere Monsteranklage raus. In der geht es spezifisch um Fancy Bear. Da vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu. Es wirkt dann irgendwie immer so pointless, so eine Anklage rauszuhauen. Ja? Ich meine, was will ich mit einer Anklage haben? Aber das Wichtige ist, dass man halt auch draus lernt. Klar, natürlich ist da jetzt Schaden entstanden. Wenn es aber in Zukunft nicht mehr geht, dann steigen die Investitionen, die jetzt ein Fancy Bear braucht, steigen die Aufwände und es wird einfach sehr viel schwerer, so eine Sache durchzuziehen. Sprich, wir gucken immer wieder, was sind neue Angriffsvektoren, also wie kann man quasi was angreifen und wie kann man das verhindern. Und das ist immer so ein Rennen zwischen Katz und Maus und manchmal ist halt ein Angriff erfolgreich, manchmal halt nicht. Das ist einfach so. Aber wenn man im Grunde genommen die meisten Angriffe abwehrt, dann sind das halt auch einfach Ausgaben. Und die muss halt das Land dann auch irgendwann einfach stemmen, weil die gehen halt teilweise echt so in die Hunderttausende bis hin zu Millionen mittlerweile. Die sind ganz schön hoch geworden. Klar, 1 Million ist jetzt für ein Land jetzt nicht unbedingt viel, ne? Aber so, da muss man auch bedenken, kleinere Hacking-Gruppen, so die wirklich gewinnorientiert sind, die hat man dann schon lange ausgeschlossen als Angriffsvektor. Da ist man schon lange drüber. Die haben quasi keine Chance mehr. Die konzentrieren sich dann auf KMUs, also kleine, mittlere Unternehmen. So mal ein ganz anderes Thema, da brauchen wir gar nicht erst anfangen, nicht? Aber also das ist schon mal auf jeden Fall gut. Also Cybersecurity ist viel, viel stärker geworden. Das muss man einfach so sagen. In den letzten, jedes Jahr eigentlich wird die stärker und jedes Jahr steigen trotzdem die Angriffe. Weil manche einfach eben nicht mitziehen, weil manche sich ausruhen vielleicht und weil halt auch einfach die Angreifer immer besser werden. Es werden immer mehr. Aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, gerade die USA ist jetzt nicht ein Unschuldslamm, was Hacking oder sowas angeht, ne? Also darf man auch nicht vergessen. Und in diesem Anklagepapier kann man dann nachlesen, wie die Ermittler vom FBI dazu gekommen sind, dass diese Leute wohl für den DNC-Hack verantwortlich sind. Und da tauchen mehrere Namen auf und das sind russische Staatsbürger. Und das FBI sagt, die arbeiten für den russischen Geheimdienst. Die Hacker sind in Russland vor dieser Anklage sicher. Sie werden nicht verhaftet. Aber sie werden große Teile der Welt nie wieder bereisen können. Wir wissen nicht nur für wen. Also außer sie kriegen halt eine neue Identität, ne? Und dann hat man wieder denselben Salat. Wenn ihr arbeitet, wir haben sogar eure Gesichter und packen die jetzt auf einen Poster, auf dem Wanted steht. Es ist auf alle Fälle der Versuch zu sagen, hier sind Grenzen, bei denen wir nicht mehr bereit sind, dass ihr die überschreitet. Ja. Einer der Männer in dieser Anklageschrift ist besonders spannend für die deutschen Ermittler. Einer von denen soll den Nickname Scaramouche benutzen
und soll auch das Programm VSC.exe programmiert haben. Dieser Mensch heißt Dimitri Badin. Der Mann in Merkels Rechner. Heute ist er 32 Jahre alt. Es gibt Fotos von Dimitri Badin, die auch die deutschen Ermittler haben. Und darauf sieht man einen jungen Mann mit sehr jungem Gesicht, dunkelblonden, heute schulterlangen Haaren. Er stammt aus Kursk in Russland. Der hat eine Frau, er hat wohl eine Tochter. Er hat gelebt in einem Vorort einer Stadt südlich von Moskau. Das ist richtig hart, wenn es dann mal wirklich gegen die andere Person auch geht. Also ich meine, ne, man weiß, dass er eine Frau hat, man weiß, dass er eine Tochter hat, man weiß, wo er lebt, man weiß eigentlich alles über ihn. So, er ist auch nicht unangreifbar. Das ist halt das krass Gefährliche dabei. Und wahrscheinlich wird auch seine Frau und seine Tochter nirgends mehr hinreisen können gerade. Das ist irgendwie gruselig, ich weiß nicht. Ja, er hört Rockmusik, er hört russischen Rock und Techno. Das hat er wohl auch während seiner Arbeit getan, denn die Ermittler konnten auch Daten sichern, die darauf hinweisen, dass er das eben genau während er gehackt hat. Oh. Moment. Das sind Linux-Befehle hier. Das da oben müsste irgendein wget sein, also irgendein Download, den man machen kann im Terminal. Tatsächlich sieht mein Linux-Terminal genauso aus. Selbst beim PowerShell habe ich versucht, schwarz-grün zu machen. Warum habe ich es versucht, schwarz-grün zu machen? Nicht mit Hackern, auch ein bisschen, ich finde es cool. Aber es ging eigentlich mehr um den hohen Kontrast. Und zwar habt ihr mir bei den Videos zu PowerShell gesagt, dass man die weiße Schrift von Windows auf PowerShell nicht so gut lesen kann. Ich soll doch bitte was anderes nehmen. Ja, was hat den höchsten Kontrast, den man noch irgendwie mit dem Auge verkraften kann? Richtig, schwarzer Hintergrund, angenehm fürs Auge und eine grüne Schrift. Deswegen ist dieser Kontrast so geil. Deswegen finde ich auch schwarz-grün als Terminal super geil. Ich habe tatsächlich auch genau das Grün. Wobei PowerShell ist verbuggt. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gesehen hat. Hier, ich zeige euch das mal. Hier, das ist mein PowerShell, wenn ich es aufmache. Habe das eingestellt. So, jetzt gebe ich mal Clear ein. Okay, ich gebe nicht Clear ein. Da, Vorführeffekt. Okay, es funktioniert nicht. Aber manchmal ist es einfach trotzdem, oder manchmal wechselt es sich auf dieses Blaue wieder zurück. Vielleicht haben sie es jetzt gefixt. I don't know. Okay. Weiter geht's. Hier unten haben wir einen Ping. Ping minus Q wikipedia.org. Also sie überprüfen quasi, ob Wikipedia da ist. Dann, ja, das ist ganz normaler Ping. Dann PWD, also sofern ich das hier richtig lesen kann. PWD ist, in welchem Ordner befinde ich mich in Linux? Dann cd/var ist, ich gehe in den Ordner namens var, also var. Den Teil kann ich nicht richtig lesen. Ich glaube, es heißt ls-la. Das ist einfach nur, zeig an, welche Dateien da sind und gib mir auch noch gleichzeitig die Rechte quasi aus. Ja. Cool, finde ich geil, dass es Musik gehört hat und auch Fußballstreams geguckt hat. Er war wohl auch ein Fan von Cristiano Ronaldo, glaube ich. Irgendwie ein ganz normaler Typ. Und gleichzeitig einer, der für einen totalitären Staat hackt, um westliche Demokratien zu destabilisieren. Im Mai 2020 hat auch der deutsche Generalbundesanwalt Anklage gegen Badin erhoben. Ich glaube, das ist der erste Haftbefehl in Deutschland aufgrund von staatlichem Hacken. Ist aber auch schon lange her, seither sind ein paar, glaube ich, Nach der ersten Anklage in den USA im Februar 2018 hat Putin dem amerikanischen TV-Sender NBC ein Interview gegeben. In dem Interview wurde er mit den Anschuldigungen konfrontiert. 13 Russians and 3 Russian-owned companies have been indicted by a special prosecutor named Robert Mueller in the United States for interfering in our election. Why would you allow an attack like this on the United States? Why have you decided the Russian authorities, myself included, gave anybody permission to do this? If the 13 Russian nationals plus 3 Russian companies did in fact interfere in our elections, is that okay with you? Geil. I don't care. I couldn't care less. Ey, du musst so Eier haben als Journalist. Ohne Witz, in so einem Interview. Ich glaube, ich könnte das nicht. Holy shit. Putins Bären wurden nicht gefasst. Ihnen wurde nicht das Handwerk gelegt. Leider ist das hier keine Geschichte mit einem runden Happy End. Ganz im Gegenteil. Haben wir vorhin gesehen, Fancy Bear ist noch immer aktiv. Die haben erst im Januar
Ende Januar sogar, also noch nicht mal einen Monat her, ist wieder was Neues aufgetaucht. Also Fancy Bear ist nach wie vor einfach ein APT, ein Advanced Persistent Threat. Die sind immer noch da. Kapitel 4. Der Okay, seht ihr, das meine ich. Das ist super schwierig. Ich kenne die tatsächlich nur als Sandworm. Sandworm ist auch noch so eine Gruppe, die ja auch nicht gerade ungefährlich sind, sag ich mal. Ne? Zieht der Mann seinen Stuhl heran und macht sich an die Arbeit. Er und seine Kollegen haben diesen Moment über Monate hinweg vorbereitet. Heute sind es nur noch ein paar wenige finale Klicks. Auch vielleicht ganz kurz wichtig zu wissen, gerade was Sie hier auch gesagt haben, über Monate vorbereitet und am Tag sind es eigentlich noch ein paar wenige Klicks. Man muss ja wirklich testen. Das Ding ist, also jetzt, wir kennen das alle von Gaming, ja. Early Access Games sind so ein Ding, das einfach normal ist. So, wir wissen, wie viele Fehler da drin sind, ja. Wenn in Hacks oder Hackerangriffen noch Fehler drin sind, passiert sowas wie beim Bundestagshack. Dann steht da plötzlich noch irgendwie so ein Name drin oder sowas. Das darf nicht passieren. Man darf keine Fehler machen in dem Ausmaße. Man muss so gut wie es geht alles Mögliche vorbereiten, weil wenn es dann wirklich die Ausführung ist oder wenn man wirklich Dinge ausführt, dann wird man auch genug zu tun haben, weil man dann, wie gesagt, die Systeme intern scannen muss. Da muss man ganz schnell agieren, ganz schnell neue Sachen zusammenbauen und dann hat man keine Zeit mehr, um irgendwie solche Fehler wieder auszubügeln. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Deswegen vorbereiten ist wichtig. Es ist Abend in Austin, Texas. Hier ist es noch der 23. Februar. Dieser Mann ist ein ranghoher Manager bei Viasat. Das Unternehmen bietet Satelliteninternet an. Das gilt eigentlich als besonders zuverlässig und stellt sicher, dass man auch in abgelegenen Orten eine Verbindung hat. Er will sich gerade auf die Couch legen, als seine Geräte plötzlich mit automatisierten Warnungen überflutet werden. Sie kommen aus der Ukraine. Dort werden 2 Viasat-Bodenstationen mit schädlichen Datenpaketen angegriffen. Das Internet kommt ja nicht von dem Satelliten, sondern von der Erde und diese Bodenstationen bringen das dahin. Und jetzt sind die plötzlich stark überlastet und so stark überlastet, dass sie nicht mehr das Internet bereitstellen können. Müsst ihr euch auch überlegen, gerade bei Satelliten getriebenem Internet ist ja, fallen ja mehr Pakete aus. Ja? Also grundsätzlich, je weiter der Weg ist, über den es übertragen wird, desto mehr Störsignale kann es da auch geben. Zum Beispiel so Jammer oder so. Oder einfach auch aus Versehen Störsignale, ja. Wenn ich 100 Wi-Fi-Router direkt nebeneinander setze und die funken alle auf derselben Frequenz, dann überlagern die sich und streiten sich quasi drum, wer darf senden. Das ist ein großes Problem und da gibt es auch einige Möglichkeiten dagegen. Aber es müssen sich alle Wi-Fi-Router daran halten. Tun sie normalerweise auch, weil sie alle ein Interesse daran haben, irgendwann selber senden zu können. Aber so ein Jammer oder jemand, der halt die Signale stören möchte, hat das nicht unbedingt. Das heißt, was dann gerne passiert ist, also wenn sich nicht alle einigen können, dann hat man halt einfach Paketverlust, Packet Loss. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal mit Freunden gezockt habt, die sich plötzlich wie ein Roboter angehört haben. Das nennt sich Packet Loss. Ja, da fehlen einfach ein paar Pakete und irgendwann wird es unzuverlässig oder es fängt an zu laggen. Gaming-Lags, ihr kennt das Ganze. So. Und bei Satelliten habe ich halt einen deutlich längeren Weg noch, als nur bei Wi-Fi-Routern oder bei Bluetooth oder sowas. Und ich habe mehr, was dazwischen funken kann, theoretisch, und dadurch meine Verbindung stören kann. Und wenn ich halt die Bodenstation überlaste, ja, dann wissen die gar nicht, was sie alles machen sollen. Dann haben die einfach zu viel, was sie machen müssen. Sprich, die sind dann noch mehr
haben noch mehr komplizierte, haben noch mehr Probleme, eben das Ganze eben mitzulenken, beziehungsweise überhaupt alles zu liefern. Das Voodoo-Bear-Mitglied in Russland ist aber lange noch nicht fertig. Solche Angriffe kann man versuchen abzuwehren. Jetzt passiert aber direkt das Nächste. Internetanbieter haben in der Regel Zugriff auf die Modems ihrer Kunden. Den Zugang brauchen sie, um zum Beispiel die Software der Geräte zu aktualisieren. Gleichzeitig sollte dieser Zugang natürlich extrem gut geschützt sein. Weil gerade über Updates kann man natürlich super gut eine Malware einschleusen, die so tief drin sitzt, dass man sie nicht mehr los wird. Also stellt euch vor, euer Smartphone, ja, ein Systemupdate ist, nehmen wir einfach mal an, Malware, ja. Dann habt ihr plötzlich Malware, die über ein Systemupdate da reinkommt und die sitzt dann da drin. Und wenn die mal da drin sitzt, dann bestimmt die, was auf eurem Gerät passiert. Sprich, neue Updates, die das Ganze reparieren und die Malware wieder rausschmeißen, die kommen gar nicht rein, weil die Malware blockiert das einfach. Und wenn ich einmal so ein Malware-Update veröffentlichen kann, dann hat das nicht nur ein Gerät, sondern dann haben das alle Geräte. Jetzt bei Android zum Beispiel einfach jedes Gerät, was aktualisiert hat, hat dann dieses kaputte Update. Das Einzige, was ich machen kann, ist als Benutzer, ich kann mein Handy zurücksetzen auf Werkseinstellung oder es sogar komplett deinstallieren und neu installieren oder halt mir ein neues kaufen. Was man aber auch erstmal machen muss, wenn man es gemerkt hat. Und das ist oftmals das Problem, weil die Endkunden merken das ja gar nicht unbedingt. Im Fall von Viasat leider nicht. Voodoo Bear hat sich bereits vor Monaten Zugang verschafft. Ja, das ist schwierig. Und sie geben jetzt den Modems in diesem Bereich den Befehl, eine bestimmte Software auszuführen. Und die Modems laden eine Schadsoftware runter, die auf den Modems selber im Prinzip die Zugangsdaten löscht. In Konsequenz können die sich nicht mehr mit dem Netz authentifizieren und können nicht mehr mit dem Netz reden und sind offline. Die Attacke weitet sich aus. Wenn die mal offline sind, dann können sie ja auch nicht mehr online kommen, außer man gibt das Ding manuell bei seinem Modem ein. Doof. Und das muss dann nämlich jedes einzelne Mal muss das der Endnutzer machen. Der Topmanager in Seattle starrt auf seinen Bildschirm und kann nicht fassen, was er sieht. 30.000 Modems überall in Europa werden auf einen Schlag zu Elektromüll. In Deutschland gehen plötzlich 5.800 Windräder offline. Ich hab das nicht mitgekriegt. In einem Krass, wann war Dorf denn in das? Schweden ist das Internet ebenfalls weg. Viasat hat außerdem einen Großkunden in der Ukraine. Das Militär. Oh, schlecht. Ein Raunen geht durch Armeegebäude überall. Hier vielleicht auch nochmal ein Tipp für die IT-Security. Gerade wenn es so wichtig ist wie Armee, gerne Backup. Ne? Also ich weiß, es ist schwierig und alles, aber trotzdem. Backup-Netze sind, ihr könnt es euch so vorstellen, Viasat und Starlink, ja, gleichzeitig. Nur so als Beispiel. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Idee, aber anderes Thema. Nehmen wir an, die wären nicht nur bei Viasat gewesen, hätte Starlink noch weiter versorgen können. Wenn Starlink ausfällt, kann Viasat weiter versorgen. Und wenn eins davon ausfällt, dann kann man sich ja noch einen anderen dritten reinholen, dann hat man wieder zwei. Wenn eins ausfällt, kann das andere übernehmen. Das ist so ein bisschen diese Backup-Strategie, die man auch übrigens bei Festplatten fährt. Ihr habt vielleicht schon mal von RAID-Festplatten gehört. Hat nichts mit RAIDs in Games zu tun, auch wenn es schön wäre. Aber es geht eher darum, dass ich sozusagen, wenn eine Festplatte ausfällt, habe ich genau dieselben Daten noch auf einer anderen Festplatte. Dann nehme ich die raus, mache hier eine neue Festplatte rein, weil es passiert einfach, dass Festplatten sterben. Also kopiere ich die Daten von der noch ganzen Festplatte, von der noch funktioniert, kopiere ich wieder komplett auf meine normale Festplatte und habe dann wieder beide Festplatten da. In dem kurzen Zeitraum ist diese eine Festplatte natürlich alles, was ich habe. Aber das reicht meistens aus, weil das ist super unwahrscheinlich, dass zwei Festplatten gleichzeitig ausfallen. Wenn es jetzt allerdings Hochsicherheit ist, dann sollte ich vielleicht überlegen, eine dritte Festplatte zu haben, die alles übernimmt. Oder eine vierte oder eine fünfte, je nachdem, wie hoch eure Absicherung eigentlich sein muss. Und dann bietet es sich natürlich auch an, nicht nur zwei Festplatten an einem Standort zu haben, die irgendwie, ne, wenn es halt abbrennt, dann gehen beide gleichzeitig kaputt oder wenn es absäuft oder irgendeine Bombe fliegt drauf oder sowas. Doof. Sondern man hat dann halt eine Festplatte da, eine Festplatte an einem anderen Ort und eine Festplatte nochmal an einem anderen Ort. Und die sprechen sich dann trotzdem ab und übertragen die Daten hin und her. Also das nennt sich Redundanz sozusagen. Das mache ich zum Beispiel auch. Ich habe mein Backup nicht nur lokal bei mir, sondern ich habe es lokal bei mir, ich habe es online und ich habe es noch woanders. Ja, das ist so die Idee hinter einem Backup. Also klar, meine Daten sind eigentlich nicht so übermäßig sensibel, sag ich mal. Aber gut, ich meine, man muss es ja auch mal gemacht haben. In dem Land.
Die Kommunikationskanäle werden angegriffen. Und das ausgerechnet, während sich die Berichte aus den Grenzregionen häufen. Russische Truppen und schweres Kriegsgerät überqueren in Massen die Grenze. Der Krieg, der über Wochen wie dicker Nebel in der Luft hing, ist ausgebrochen. Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Die Eskalation, die alle befürchtet haben, ist da. Die Ukraine erleidet einen brutalen Angriff aus 3 Richtungen. Raketen schlagen ein, Befehle werden gebrüllt und inmitten des Chaos macht sich die Angst breit, dass die Kommunikation zu Truppen einbrechen, Dashboards offline gehen und Überwachungskamerastreams zu Schwarzbild werden könnten. Doch das ukrainische Militär war zum Glück vorbereitet. Стосовно впливу цієї атаки на можливість комунікувати і узгоджувати свої дії Збройними силами України, то цей вплив був відсутній, тобто резервного каналу зв'язку для Збройних сил України. І оскільки основний канал продовжував функціонувати. Das ist Viktor Zora. Das meine ich eben. Also, dass man nicht nur einen Kanal hat, sondern halt auch mehrere Backup-Kanäle. Ehemaliger Chief Digital Transformation Officer der SSSCIP. Das ist die ukrainische Cybersicherheitsbehörde. Zora wurde einige Monate nach unserem Interview aufgrund des Tatverdachts der Untreue aus dem Amt entfernt. Die Behörden verdächtigen ihn und einen anderen hochrangigen Beamten, Software zu einem überhöhten Preis von 2 Unternehmen gekauft zu haben, die angeblich unter ihrer Kontrolle stehen. Seine Aussagen gegenüber uns hat er als offizieller Sprecher der SSSCIP getätigt. Krass. Der Viasat-Hack war ein extrem effektiver Cyberangriff, der präzise mit dem Einmarsch koordiniert war. Kann man jetzt aber auch mal noch ein bisschen weiterdenken, ne? Also grundsätzlich, wenn man solche Satelliten übernehmen kann, die übernehmen ja noch mehr Funktionen. Ja? Das ist ja wie ein Router sozusagen, ein internationaler Router natürlich, aber ein Router, der sich auch physisch irgendwie steuern kann. Man kann dann natürlich auch einfach noch, keine Ahnung, das Ding zum Absturz bringen oder sowas. Das ist natürlich noch einfach ein Kostenpunkt irgendwann. Also, ne, nur mal, es gibt immer viele Attacks oder ich versuche mal das Englische zu sagen, Angriffsszenarien, die man da fahren kann. Aber für die Ukraine war ja dennoch absolut nichts Neues. Die Ukraine ist schon sehr, sehr lange im Fokus russischer Cyberangriffe, nicht erst seit der Invasion oder dem Versuch der Invasion im Jahr 2022, sondern mindestens bereits seit 2014, seit der Annexion der Krim. Russland hat 2014 versucht, die Wahlen in dem Land zu hacken. 2015 und 2016 hat Voodoo Bear den Strom in Teilen der Ukraine jeweils für mehrere Stunden abgestellt. Zu Beginn des Krieges 2022 hat die Gruppe das erneut probiert, ist aber gescheitert. Putins Bären probieren ihre Strategien wie Wahlmanipulation oft zuerst in der Ukraine aus. Deswegen wird die Ukraine auch als das Test-Battlefield Russlands genannt. Der Krieg ist jetzt seit 2 Jahren in vollem Gange und alle Bären mischen mit. Sie greifen staatliche Systeme mit Viren an, aber auch große Unternehmen. Andere Bären spionieren und leaken erbeutete Daten, um Desinformationskampagnen in sozialen Medien zu befeuern. Doch die Ukraine verteidigt sich auch im Cyberspace augenscheinlich sehr erfolgreich. Das Land hat heute außerdem die Unterstützung zahlreicher westlicher Cybersicherheitsfirmen. Und allgemein. Und man lernt ja auch sehr viel draus, ne? Also wir lernen auch aus den Angriffen. Wenn wir sehen irgendwie, okay, Wahlmanipulation kommt vielleicht, dann können wir uns schon mal ein bisschen darauf vorbereiten. Deswegen haben wir zum Beispiel auch noch keine Online-Wahl. Was vielleicht nicht so verkehrt ist, wenn man mal bedenkt, dass wir auch noch keine E-ID haben und so einen Spaß. Also ich glaube, da sind noch ein paar Informationen im Hintergrund, die wir halt so nicht haben. Aber ja, also macht man ein Kohlekraftwerk ohnehin mit einer Rakete nachhaltiger kaputt als mit einem Hack. Echte Vorteile auf dem Schlachtfeld entstehen viel eher durch Waffen- und Munitionslieferungen als durch kaputte Modems. Epilog. Also das ist halt eher so bei uns ein Thema, ne? Also gerade diese Desinformationskampagnen und die Wahlmanipulationssachen, das ist der Ukraine relativ egal. Also ich meine, die sind im offenen Krieg.
Während jetzt bei uns ist sowas natürlich definitiv ein Thema, weil es die Bevölkerung destabilisiert auch einfach. Das darf man nicht vergessen. Züge. Putins Bären sind wie eh und je eine enorme Bedrohung. Einem Kollegen Hakans wurden vor einiger Zeit interne Dokumente der russischen Firma NTC Vulkan zugespielt. Dieses Unternehmen beliefert russische Geheimdienste und das Militär mit diversen Cyberwaffen. Die Vulkan-Files geben erschreckende Einblicke, an was diese Kunden des Konzerns so arbeiten. Anscheinend beschäftigen sie sich zum Beispiel damit, wie man eigentlich in Gebieten vorgeht, sobald man sie erobert hat. Das sieht dann so aus. Hey, unser Ziel ist es, den Willen eines Volkes zu brechen, das ist jetzt meine Wortwahl, und dafür haben wir verschiedene Mittel und Wege. Wenn wir ein Gebiet besetzen, wenn wir es können, zum Beispiel auf der Krim, dann wollen wir, dass die Bevölkerung dort nicht mehr selber entscheiden kann, welche Nachrichten sie aufrufen, sondern nur noch russische Nachrichten bekommt. Abseits davon wird getestet, wie sehr man kritische Infrastruktur unter die eigene Kontrolle bringen kann. Also die testen einfach, ob sie Züge verlangsamen können. Und wer sie verlangsamen kann, kann sie auch beschleunigen. Eins ist sicher, wir werden auch in den kommenden Jahren immer wieder von den Bären hören. Hoffentlich gelingt es, ihre Köder rechtzeitig zu erkennen und die Türen unserer Demokratien sicher vor ihnen zu verschließen. Denn sobald sie einmal drin sind, endet es meist böse. Ich habe ein bisschen mit Cheers gerechnet, ehrlich gesagt. Es war schon ein krasses Video. Ja, okay, also vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Waren eigentlich super abschließende Worte. Bei uns ist halt tatsächlich eher das Thema, dass wir irgendwann nicht mehr wissen, was wahr ist und was nicht. Und ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz auch noch den Blick auf solche Sachen wie Social Media, KI und so weiter wenden. Ne? Wenn wir Online-Sachen einfach glauben und nicht hinterfragen quasi, was ist jetzt da wirklich passiert. Wir müssen es ja immer machen, aber das Problem ist, manchmal wissen wir nicht, mit welchen Informationsquellen wir das machen sollen. Weil einfach Quelle A sagt das, Quelle B sagt das. Und das ist das, was richtig gefährlich wird. So, ich meine, momentan kann man sagen, ey, wir haben Videobeweise, wir haben sowas, wir haben zum Beispiel ein Interview mit einem Geheimdienstchef. In 2 Jahren produziert mir Sora so ein Video und dann kann ich das nicht mehr so genau sagen. Das ist mittlerweile eine der schwierigsten Sachen geworden. Welchen Quellen kann man vertrauen? Ich meine, ich kenne mich in dem Bereich aus. Ich habe euch einfach ein paar Zusatzinformationen gegeben, sodass wir auf 1,5 Mal länger gekommen sind als die ursprüngliche Länge. Egal. Das war's wert. Ich hoffe, ihr wollt das auch ungefähr so. Aber grundsätzlich ist das immer das Schwierigste. Was ist eigentlich wirklich noch so passiert? Und das wird nicht einfacher. Das wird nicht einfacher mit KI, mit Deepfakes, mit Stimmenfälschern, all dem. Und es ist jetzt schon unmöglich, wirklich zum Beispiel Putin zur Rede zu stellen, zu sagen, hey, was hast du da gemacht? Warum? Ne? Nee, können wir nicht machen, weil wir können nicht zu 100% zurückverfolgen, dass es wirklich vom GRU ist. Wir können nur sagen, wir haben starke Indizien, aber ja, die kann auch einfach irgendjemand gefälscht haben. Und das macht es dann halt wiederum sehr schwierig. Genau. Gut, das war's von meiner Seite. Ich glaube, das war ein sehr, sehr spannendes Video für uns alle. Ihr habt auch mehrfach danach gefragt, ob ich darauf reacten kann, und ich habe es jetzt mal probiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf der einen Seite natürlich. Schaut auch gerne, wie gesagt, da vorbei. Ich verlinke alles in der Beschreibung, aber es war natürlich auch ein sehr langes Video. Ich hoffe, es wird nicht gesperrt, ansonsten lade ich es auf Patreon oder sowas hoch. Also für alle zugänglich, das geht da ja auch. Und ja, in dem Sinne, schlag gerne weitere Videos vor. Ich schaue, dass ich das jetzt regelmäßiger wieder mache, aber ich kann es natürlich nicht versprechen. Und ja, in dem Sinne, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Ciao.